nämlich Switch 2. Und unter anderem auch zusammen. Ich gehe mal. Moin zusammen, herzlich willkommen bei der neuesten Episode der Pixel Buddies. Wir sind in Folge 8, gerade nochmal vergewissert. Und heute mit dabei in einer ziemlich ereignisreichen Folge sind mit mir Michi. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, bis jetzt schon. Nice. Ich hoffe, du hast das Wochenende überlebt. Und ja, gerade so. Und Tristan ist auch am Start. Hallo. Der Bart ist geflochten und du bist ready to go. Auf jeden Fall. Nice. Ja, ich habe eine Menge verpasst dieses Wochenende. Ich war festivaltechnisch raus und habe quasi das Hauptevent oder eins von zwei Hauptevents für Videospielberichterstattung verpasst mit dem Summer Game Fest. Hab schon in die Folge reingeguckt, wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt. Ich bin auch noch interessiert, was die Highlights vom Team waren. Ich habe noch nicht ganz aufgeschlossen. Und parallel ist auch noch so eine kleine Konsole rausgekommen mit der Switch 2 und anscheinend lief das ganz gut. Vernachlässigbar. Die hat nämlich nochmal bitte? Vernachlässigbar. Vernachlässigbar kleine Konsole, ja. Kann man hier nochmal rausstellen. Die Switch 2 ist raus und hat anscheinend auch eingeschlagen. Zumindest hat die Strategie von Nintendo funktioniert, dass die im Vorfeld immer wieder betont haben, so, hey, wir packen genug Switches in Lagerhäuser und ich glaube, im Endeffekt hat es niemand so wirklich geglaubt. Aber die haben 3,5 Millionen Exemplare verkauft in 4 Tagen, glaube ich. 4 Tage, ja. Und damit ist das der erfolgreichste Konsolenstart aller Zeiten. Auch in Japan sind heute die Zahlen rausgekommen. Ohne den Nintendo Store hat sich das Ding da 950.000 Mal verkauft und damit mit einem guten Drittel Abstand höher als die PlayStation 2 zum Beispiel, die da an zweiter Stelle kommt. Das heißt natürlich noch nichts, was die Langlebigkeit angeht, aber ist ein guter Start. Vor allen Dingen, also ich muss sagen, das verstehe ich irgendwie einerseits schon, einerseits überhaupt nicht. Also ich meine, nur noch kurz Werbung für unsere kontroversen Folge, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Da geht es darum, ob die Switch 2 gut angekommen ist oder nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Da haben wir dich auch vermisst, Micha. Also ja, schade, dass du nicht dabei ja. warst. Aber ja, also vor allem mit dem Backlash, was vorher war, mit den Ankündigungen und trotzdem so gut verkauft. Also ich finde, man sieht da vor allem eins, die Diskrepanz zwischen Online und Real Life. Ja, online, die Leute, ich meine, guck dir auch mal einfach Livestreams von SGF an, ganz grundsätzlich. Also auch bei denen, wo es halbwegs gut lief, Xbox, allein letztes Jahr, Xbox Showcase war super, der Chat war nur voll mit Vogue. Online sind die Leute sehr hasserfüllt, muss man dazu sagen. Deswegen überrascht es mich tatsächlich nicht. Man muss aber auch dazu sagen, die 3,5 Millionen Mal Verkäufe, das war wirklich einfach, weil Nintendo gut vorbereitet war. Nicht unbedingt, also ich glaube, sonst wäre es nicht unbedingt der erfolgreichste Konsolenstart gewesen, weil bei den meisten anderen Konsolen, ich glaube, eine PS5 hätte das locker auch schaffen können, hätten sie genügend gehabt. Meine Vermutung. Nintendo war halt einfach super gut vorbereitet. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man, es klingt jetzt ein bisschen harsch, aber wenn man ältere Hardware verkauft, da die Fabs zu reservieren für die Produktion ist natürlich einfacher, als wenn du die top aktuellsten Chips, also die kleinsten Nodes und sowas brauchst. Das ist natürlich schwieriger, weil da die Konkurrenz härter ist. Das heißt, Nintendo konnte durchaus leichter auch einfach mehr produzieren. Ist natürlich auch ein Vorteil. Und sie haben nicht zu viel versprochen, was die Verfügbarkeit angeht. Also ja, das Desaster, auch hier nochmal der Verweis auf die Switch 2 Folge von uns. Da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wie der Release so in Deutschland vor allem lief. Also der war ja leider nicht ganz so gut. Aber an der Verfügbarkeit an sich lag es nicht. Man kann immer noch die Switch 2 auch teilweise in einigen Läden kaufen einfach. Ja, also, und es kommen jetzt schon neue Geräte wieder in die Lager rein. Ja, ich habe allerdings auch vor der Folge einmal bei Amazon und bei Idealo geguckt, einfach nur spaßeshalber. Und Amazon hat wieder eine Warteliste und Idealo ist die günstigste, ich glaube, bei 699 Euro.
Ja, das Also, sind dann aber diese das hab ich auch Reseller, gesehen. ne? Ja, das sind aber Ja, diese genau, aber das heißt Reseller. ja, du kannst online gerade keine kriegen. Nee, online Ähm, tatsächlich ist es schwieriger als einfach in den Läden. ja. Ich bin auf jeden Fall, ich habe sie mir auch geholt und sie ist am Donnerstag. Bei mir hat der ganze Vorbestellquatsch auch nicht funktioniert. Also ich habe am Ende ich musste anstehen und habe mir eine im Laden gekauft. Äh, Ich bin zum größten Saturn der Stadt gegangen, um eine halbe Stunde vor Öffnung und bin eigentlich nur dran vorbeigelaufen, weil ich auf dem Weg zu einem anderen Laden war, wo ich mir mehr von versprochen habe. Und es standen einfach nur 3 Leute in der Schlange. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann stelle ich mich jetzt halt hier an. Und es hat reibungslos funktioniert. Die hatten irgendwie 20, 30 Exemplare oder so. Hinter mir wurde die Schlange dann immer länger bis zur Ladenöffnung. Und den ganzen Vorbestellstress, den ich mir gemacht habe mit hier und da und wer liefert vielleicht und ähm, abends quasi mit F5 den Refresh machen, bis das Ding irgendwo auftaucht und so. Also ich habe mir wirklich Stress gemacht. Den hätte ich mir komplett sparen können. Hätte ich mir alles schenken können. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, dass ich mich nicht auf Mediamarkt verlasse Nee. und einen leeren Nee. 10-Euro-Gutschein. Nee, auf keinen Fall. Stimmt, Ja, ja. Mediamarkt ist, die Leute haben teilweise immer noch nicht vom Mediamarkt, immer noch nicht diese Woche sogar bekommen. Nintendo Store ist wohl auch katastrophal, aber da gibt es gerade auch einige Vermutungen, dass eventuell DHL-Mitarbeiter klauen. Tatsächlich. Ja. Weil Pakete einfach komplett verschwinden ohne Tracking. Was ein bisschen kurios ist. Ich hatte ja Glück mit Otto und Hermes tatsächlich. Ich habe mit einem Tag Verspätung alles bekommen. Das ging dann Das noch. ist Und jetzt kein Glück. doch, Das ist nicht doch, der Idealfall. wenn du online Das, guckst, was ja. abgegangen ist, war das Glück. Doch. Ja. Also In wirklich. dem Also Fall ein Tag vielleicht, Verspätung. aber das ist trotzdem, es sollte nicht so sein. Ja, aber ich meine, wir hatten ja schon Ja. darüber gesprochen und auch, dass das Problem eher bei Nintendo lag. Ne? Aber so grundsätzlich, sie haben die Verfügbarkeit geschafft. Was ich tatsächlich sehr krass finde, ist die reinen Verkaufszahlen aus Japan. Die habe ich ja vorhin erst erfahren von dir, Micha. Fast eine Ja. Million ohne Nintendo Store. Also über ein Drittel, allein in Japan. Oh, das ist schon insane. Also, ich glaube, da würde mich nicht wundern, wenn anscheinend in Japan zumindest mal ein also ich glaube nicht so stark einen Erfolg wie Switch, aber ich glaube, Japan wird das Ding einfach über die ganze Lebenszeit weggehen wie warme Semmel. Löffeln. Ja, ich meine, in Japan wird mittlerweile PC auch stärker, aber Handheld-PCs nehmen da ja nicht so Fahrt auf. Ich meine, die Switch 2 hat sich jetzt schon fast so oft verkauft wie das Steam Deck über die gesamte Lebensdauer. Und das in 4 Tagen. Ja, gut, ich meine, das Steam Deck gibt es an keiner Ladentheke. So, du musst es quasi über den Store kaufen, den du nutzen willst, prinzipiell. Ähm, Ich glaube, das ist keine direkte Konkurrenz an der Stelle. So, ähm, ich glaube nicht, dass Valve irgendwo sitzt und sich denkt so, verdammt, äh, konnten wir Ab, doch nicht mit der Switch mithalten. nee. Ähm, Aber Steam Deck ist auch ein gutes Beispiel für diese Diskrepanz online und in der echten Welt, weil wenn du online mal auf r/gaming oder sowas gehst, ne, oder allgemein in YouTube-Kommentaren guckst, wo immer heißt, nein, kauft euch lieber ein Steam Deck, ist besser. Siehst du überall. Wenn du nur online gucken würdest, würdest du denken, die Switch 2 ist der größte Flop aller Zeiten, ist der größte Scheiß und jeder hat eigentlich ein Steam Deck. Aber die um Realität da einmal ist ganz halt kurz genau reinzuschneiden. umgedreht. Das kommt natürlich auch hart auf die Bubble an. Ne? Ich meine, egal in Ja, welcher die Community du Gaming-Bubble dich jetzt, ne? bewegst, Ja, klar. sind es häufig ja Enthusiasten-Communities. Ja. Das heißt, der Anteil an Leuten, die PC-Spieler sind und irgendwie Steam Deck haben, ist wahrscheinlich verhältnismäßig größer, als wenn du irgendwie auf die Straße gehst und Familien ansprichst, die auch zocken. Ja, aber das meine ich ja Ähm, mit dieser Diskrepanz, die du hast. Ne? Ich rede hier ja, gerade auch auf von jeden der Fall. Gaming-Bubble, ne? Weil Gebe ich dir recht. Mich hat ja am Anfang gesagt, dieser Backlash, der hat halt von dieser Bubble stattgefunden. Aber diese Bubble ist vielleicht nicht so relevant, wie die Bubble denkt. Aber vieles stimmt halt auch. Das ist das. Ne? Ja, aber das ist ja egal. Weil es verkauft sich. Es verkauft sich. Und- Ich meine, gut. Sei es Nintendo gegönnt in irgendeiner Form. Und ich bin jetzt nicht, also ich mag Nintendo, ich verteidige jetzt aber auch nicht irgendwie jede Politik, die irgendwie durchgeben oder so. Aber
das Ding ist ein wirklich wertiges Stück Hardware. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Designprobleme, die es bei der Switch 1 gab, wie zum Beispiel bei den Joy-Cons, die Railing-Dinger, hinten der Stand, dass der so wackelig war, dass der Bildschirm eher zweiter Hand ist oder so. So, das sind alles Sachen, die quasi nicht. Also, wenn mir jemand das Ding in die Hand drücken würde und mir sagen würde, so, es kostet 450 Euro, würde ich den nicht angucken und aus allen Wolken fallen. So, das fühlt sich jetzt von der Wertigkeit her nicht schlechter an als ein Steam Deck, sondern eigentlich tatsächlich, persönlich würde ich sagen, also besser, dadurch, dass einige Sachen halt so, die Magneten sind halt einfach eine saukoole Sache, dass das funktioniert reibungslos, ohne dass du das Gefühl hast, das Ding fällt dir gleich auseinander. Oder Gyro habe ich mir vorhin noch ein Video zu angeguckt. Deutlich weiterentwickelt im Vergleich zum Switch 1 Gyro. Bleibt viel stabiler, funktioniert jetzt quasi wie eine Wiimote. Kann man gut testen mit den Switch 1 Spielen. Die Abwärtskompatibilität ist größtenteils ausgereift und bei vielen Spielen durch die Bank einfach bessere Ergebnisse. Bei Sachen, die auf der Switch 1 überhaupt nicht liefen. Ich merke für mich persönlich, dass so die Möglichkeit in 1440p, 4K mit also so die Grafik-Fidelity ist jetzt logischerweise nicht so wie bei einem Hochleistungs-PC oder so, aber 60 FPS mit so einem eher comic-lastigen Stil oder so auf Höhe der PS4 oder zum Teil halt PS3,5 oder was auch immer, wenn es aufmöblierte Switch 1 Spiele sind, wie Zelda oder Pokémon oder sowas. Ich bin da voll zufrieden mit. Also, gerade wenn ich es unterwegs einfach mitnehmen kann, wenn ich mich auf die Couch hauen kann, mach das Ding an, mach das Ding eine Viertelstunde später wieder aus, ohne dass ich groß was hoch und runter fahren muss. Also, es hat einen direkten Mehrwert für mich persönlich. Ich sehe dein Gesicht, Michi. Ich weiß, dass bei dir ist ein Kippschalter da quasi, der erst noch umgelegt werden muss, bis du in die Nintendo-Sekte kommst oder so. Ich mag Nintendo. Ist auch völlig okay, wenn das nicht deins ist. Ich habe bis zur Switch jede Nintendo-Konsole. Wirklich. Auch Game Boy. Aber bei der Switch 2 ist halt schon. Also, wie du sagst so, die Spiele laufen flüssig, aber sie hätten schon damals flüssig laufen müssen. Also zum Beispiel Breath of the Wild, das hätte einfach damals schon sein müssen. Und dann eine Upgrade-Konsole dafür extra zu. Ja. Also Breath of the Wild lief flüssig. Tears of the Kingdom war eine andere Nummer. Ne? Also, Selbst Breath of the Wild hatte Probleme. Also die 30 hat Breath of the Wild gut gehalten. Also ich meine, du kannst mit einer übertakteten Switch, habe ich ja selber schon gemacht, Breath of the Wild 60 FPS zocken. Ohne Probleme. Also die 30 ja, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass jeder seine Switch übertaktet. Nein, ich meinte nur auf 60. Die 30 hat Breath of the Wild eigentlich nie Probleme mit gehabt. So vielleicht mal vereinzelt, aber Breath of the Wild, fand ich, lief damals schon gut. Tears of the Kingdom sind so ein bisschen eskaliert. Das lief tatsächlich nicht gut. Und generell, das hatte ich jetzt in der Switch-Folge nicht gesagt. Das hatte ich ganz vergessen. Ich hatte jetzt die Benchmarks gesehen, 17% Steigerung bei aber 43% Preissteigerung. Gut, dazu kommt natürlich dann auch die Wertigkeit des Gehäuses. Steigerung musst du gerade kurz ausführen. Was für eine 17% Steigerung? Das verstehe ich gerade auch nicht. 17% Leistungssteigerung. Ne, das sind keine 17%. Doch, also doch. 70 wahrscheinlich eher. 17. Ja, Benchmarks. Kannst du nachgucken. 17% Leistungssteigerung. Nein. Das ist kein das Fall. Geht nicht. Also das Ding ist auf. Doch. Ich kann es nachgucken. Ich kann es raussuchen nachher. Kein Problem. Das ist tatsächlich, das kann nur Quatsch sein, weil überleg mal, nehmen wir mal Benchmark, Breath of the Wild, haben wir gerade drüber gesprochen, ne? 720p, 30 beziehungsweise übertaktet 60 FPS ungefähr. Die Switch 2 kann das in 60 FPS in 4K. Aber nur im Docked-Mode. So. Ja. Und ich rede gerade von der übertakteten Switch 1 in 720p. Ja. Und wenn ich da noch mal kurz reinhaken darf, der allgemeine Konsens ist gerade beim Streitpunkt, wie weit das Ding zwischen der PS4 und der Series S ist. Also da irgendwo ist es einsortiert, was die Leistungsstärke angeht, während die Switch 1 irgendwo bei einer PS3 Plus war.
Also modernere Architektur, bisschen mehr Arbeitsspeicher. So grundsätzlich war die Switch 1 eine PS3 Plus und die Switch 2 ist eine PS4 Plus. Und ich glaube, der Multiplikator ist so bei zwischen 7 und 10, glaube ich. Zwischen 7 und 10 Mal so schnell wie die Switch 1. Ich suche sie nachher nochmal raus. Vielleicht war Sehr es gerne. nicht 17%, sondern 17-fach. Nein, 17%. Also such das bitte mal raus, weil das ist wirklich Quatsch. Das ist Quatsch. Das muss man Also dazu sagen. da wäre ich auch völlig bei dir. Bei 17% hätte ich mir das Ding nicht geholt. Dann wäre es ja nicht mal eine Switch Pro. Also deswegen sage ich ja, es ist eine Switch Pro, nicht weil mehr. 17% reichen Weil ja nicht mal für den Sprung von 720p auf 1080p. Die Switch sage ich schon, die PlayStation Pro hatte auch nur 15% Steigerung. Die PS4 Pro zur PS4. Ja. Genau, Ja, also wir reden ja über einen Sprung von PS3 zu PS4. Ja, plus PS4 Ja, Pro. gut. PS4 ist auch noch mal ein bisschen komplexer, weil die PS4 Pro, genauso wie die Xbox One X, eine reine Grafiksteigerung hatte und keine CPU-Steigerung. Das heißt, du kannst gar nicht pauschal sagen, so viel Prozent stärker, weil das auch ganz stark aufs Spiel ankam, ob es CPU-lastig ist oder nicht. Ja, klar. Deswegen ist das da auch. Aber also die Switch 2 ist halt ein Vielfaches stärker. Du musst mal überlegen, die Switch 2 emuliert Switch 1. Das ist ja keine native Backwards Compatibility. Ne? Das ist ja kein Switch 1-Chip, der da mit drauf ist, wie es Nintendo früher mal gemacht hat, sondern du hast ja, wie nennt sich Translation Layer? Das ist im Endeffekt eine Emulation. Mehr ist das nicht. Und trotz einer Emulation hast du schon eine Leistungssteigerung. Und das ist ja schon ein Indiz dafür, dass man nicht bei 17% ist. Die Benchmarks sagen was anderes. Also ich weiß nicht, was das für Benchmarks sein sollen. Vor allem, vielleicht sind diese 17% auf die Backwards Compatibility bezogen. Nee. Das kann sein. Nee. Ja, also dass Switch 1-Spiele im Durchschnitt 17% besser laufen als auf der Switch 1. Wer das Thema weiterverfolgen will, findet die Antwort bei uns später im Discord. Ich glaube, wir bewegen uns weiter. Ja, ich wollte eine Sache auch gerade sagen. Wir könnten Ich wollte eine Sache noch zu Switch 2 sagen, weil ich habe tatsächlich eine Sache, meine Meinung geändert, wo ich erst negativ und positiv bin, wo du es nämlich gerade auch erwähnt hast, weil ich war auch lange Zeit ja gegen den Preis der Switch 2 und ich muss sagen, jetzt wo ich länger damit gespielt habe, finde ich den Preis mittlerweile doch gerechtfertigt. Also die 470 €. Wirklich, weil das ist diese Wertigkeit, die hast du von Anfang an, aber umso mehr du damit spielst im Handheld-Modus, kriegst du das mal mit, wie wertig das ist. Die fällt auf, ja, die ist ja immer noch genauso dünn wie die alte. Sie ist ultra leise, du hörst nichts, die wird im Handheld-Modus nicht warm, du hast trotzdem eine starke Leistung. Da muss ich tatsächlich meine Meinung revidieren. Meine Meinung zu Mario Kart World, den Preis revidiere ich nicht, würde es schon niemals revidieren. Aber ich glaube mittlerweile, der Preis von der Switch 2 ist am oberen Ende von, kann man noch rechtfertigen. Ja, es ist nicht günstig, aber es ist schon wert. Nee, genau. Ich finde, so meine Eindrücke bisher sind halt vor allen Dingen das Design-Team von Nintendo, sowohl was die Spiele angeht, als auch was die Hardware angeht, haben wirklich einen 1A-Job gemacht. Dass die Leute, die dann am Ende hingehen und da einen Preis dran kleben, mit denen müssen wir nochmal reden. Gerade was die Spiele angeht. Ja, vielleicht auch noch irgendwie, du sagst gerade, eine Sache willst du noch sagen, ich muss auch noch was loswerden, denn ich war ja, wie gesagt, bei der letzten Folge nicht dabei und ich muss noch 2, 3 Eindrücke einfach mir von der Seele reden. Ich bin totaler Fan von der Maussteuerung. Ich finde die mega nice. Die Tatsache, so, ich weiß, dass ich da, ich hatte da auch schon ein Video zu gemacht und ein Feedback bekommen, dass wahrscheinlich ja niemand irgendwie im Zug sitzt und da mit der Maus vor sich hinzockt oder so. Aber genau das ist mein Use Case. So, ich fahre regelmäßig mit der Bahn für ungefähr 2,5 Stunden und zock dabei gerne auf einem Handheld. Und die Tatsache, dass ich quasi eine gut funktionierende Maus einfach in dem Handheld integriert habe, bedeutet halt für mich, dass ich damit tatsächlich endlich auch mobil Spiele spielen kann, die ich sonst gemieden habe. Und wenn das Ding sich als schnell genug rausstellt und gut genug unterstützt wird, dass halt auch solche Sachen wie ein Age of Empires oder Strategiespiele, Ego-Shooter, was weiß ich, mit der Maussteuerung irgendwie unterstützt werden, dann sehe ich mich tatsächlich wieder auch mehr Third-Party-Spiele
auf einer Nintendo-Konsole kaufen, denn mit dem Steam Deck, ich liebe mein Steam Deck, das ist eine fantastische Hardware. Die Trackpads sind für ein Strategiespiel nicht gut genug. Also ich habe mich da nie, Muskelreflexe aufgebaut, mehr oder weniger. Es ist halt immer was Fremdes gewesen. Es ist immer ein Kompromiss. Und das ist bei der Switch 2 jetzt für mich persönlich gerade zum ersten Mal bei einer Konsole nicht mehr der Fall. Ich kann mir vorstellen, dass ich da einen Ego-Shooter drauf spiele, wenn er mindestens irgendwie 1080p hat oder so. Ich habe Fortnite ausprobiert, weil es gerade halt eine gratis Kiste ist und die Maussteuerung schon unterstützt. Es gibt noch nicht so viele Spiele, bei denen das der Fall ist. Und es läuft 1A. So, ich muss ein bisschen an der Steuerung wahrscheinlich noch rumspielen, weil da ist noch mehr drin. Aber die Sensitivity ist da, die Responsivität auf den Analogsticks und so, das funktioniert gut zusammen mit dem Analogstick in der linken Hand und mit der Maussteuerung in der rechten Hand. Ich bin hellauf begeistert. Also ich will, dass jedes Spiel da irgendwie eine Option für hat, wenn sich das in irgendeiner Form anbietet. Ja, ich muss auch sagen, ich habe es jetzt auch mal testen können, aber nur mit Civilization 7. Ich war aber auch sehr überrascht, wie gut das funktioniert und so doof das klingt, aber, also jetzt ein Shooter nicht, aber sowas wie Civ 7 kannst du auch mit der Maus auf deinem Bein spielen. Das funktioniert tatsächlich überraschenderweise. Ich muss aber sagen, für auf Dauer spielen würde ich mir so ein Attachment kaufen. Es gibt es schon bei Amazon 3D-Druck, weil ich habe relativ große Wurstfinger und große Wursthandfinger. Für mich ist es zu klein, der Joy-Con, für wirklich bequem ablegen und länger spielen. Ich glaube, das Problem wird aber gelöst mit so ein Attachment, wo man es reinsteckt und man dann auf der rechten Seite kann man schon kaufen, wo man halt einfach die Hand ablegen kann. Ich glaube, dann wird es bequemer, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Aber der Sensor, bin ich auch überrascht, wie gut der tatsächlich ist. Und das erklärt auch, finde ich, unter anderem, warum die Joy-Cons teurer geworden sind, weil da ist wirklich ein qualitativ hochwertiger Sensor drin verbaut, was mich überrascht hat. Also das ist, ich glaube auch, wenn die Unterstützung kommt, ist das kein Gimmick, die Maussteuerung tatsächlich. Ich hätte es gedacht, so, okay, hast halt eine Maussteuerung, das ist ganz nett, aber das wird man eh nicht benutzen. Ich glaube, das könnte richtig geil werden. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Können wir jetzt das Thema wechseln? Sofort. Ich habe nämlich in der Welcome-Tour gelernt, dass es kein klassischer Sensor ist, es ist eine Kamera. Und zwar eine, die eine geringere Auflösung hat als die damalige Gameboy-Kamera sogar. Die kann aber durch diese Sensoren nachvollziehen, so, ja, es ist ein Museum, ich habe was gelernt. Ich habe was gelernt in diesem Scheißding. Wenn du das Ding von links und nach rechts bewegst, von oben nach unten. Ja, können wir gleich, wenn wir bei Spielen wir drüber reden. Die erkennt, die wenigen Pixel reichen aus, um zu sehen, in welche Richtung die sich bewegt. Und leichte Unterschiede in der Unterlage quasi mit aufzunehmen. Aber krass, weil das überrascht mich tatsächlich, weil, also, das ist schon sehr präzise. Also, weil auf jeden Fall. Total überrascht, wie präzise das ist. Krass. Ja. Und spannend. Jetzt erfüllen wir Michi seinen größten Wunsch heute und bewegen uns erstmal von der Switch 2 weg. Erstmal. Du darfst dir das nächste Thema aussuchen. Wir würfeln mein nächstes Thema? Was haben wir denn als Thema? Wir haben 4 Wir haben wir können bei Handhelds bleiben und über den Xbox Ally sprechen. Nimmst du? Nee. Okay, wir können über Mind's Eye reden. Mind's Eye, oh ja, Mind's Eye. Ja, ist gut. Okay. Ich habe Mind's Eye getestet. Mind's Eye, der Trailer auf dem Summer Games Fest war super. Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe es angespielt, eine Stunde lang. Und dann habe ich es wieder ausgemacht. War einfach schrecklich. Also Grafiken ploppen auf nacheinander, wenn die Szene wechselt. Und Vertonung ist nicht so schön. Die Missionen sind nicht so schön. Also in dem ersten großen Gebäude soll man ja als Sicherheitswachmann jemanden verfolgen.
da ist nichts, also da fehlt irgendwie auch die Guidance dafür. Also man kann sich da durch die Kameras switchen, aber man weiß am Anfang nicht, dass die Kameras noch ein bisschen brauchen, bis sie angehen. Das heißt, man switcht einfach durch und dann ist die Mission schon gefailt, weil man nach ein paar Sekunden den Typen nicht gefunden hat. Und in unserem Discord hat ja auch jemand so ein GIF reingeschickt oder so ein kleines Video, wie er einen Passanten überfährt. Der glitscht dann so über den Bildschirm und dann ist die Mission auch gefailt. Und ein bisschen später muss man ein Auto verfolgen mit einer Drohne. Und da ist man, also wenn man zu nah rangeht, fällt die Mission. Wenn man zu weit weg ist, fällt die Mission auch. Und das ist so schwer, diesen Punkt zu erwischen. Es ist einfach nicht schön. Das Einzige, was ich im Vorfeld von dem Spiel gehört hatte, war, es ist jemand dran aus dem GTA 5 Team, glaube ich, ne? Der da irgendwie als Producer dran sitzt. Mhm. Und es wird von IOI oder 101, wie auch immer man sie ausspricht, Interactive gepublished. IOI, den Hitman-Leuten. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Genau, das verstehe ich halt auch absolut nicht, wie die sowas durchlassen konnten. Vor allen Dingen sind ja der Chief Legal Officer und der, wie heißt der andere, Chief Financial Officer, sind ja eine Woche vor Release abgesprungen und gesagt, nee, danke, machen wir nicht mit. Ich dachte schon so, okay, was ist das denn? Also, das macht man ja nicht aus dem Nichts heraus, aber so, ja, jetzt weiß man es natürlich. Ja. Und ich wollte unbedingt noch irgendwie ein bisschen Gameplay davon gucken, bevor wir heute starten, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Das Einzige, was ich wirklich gesehen habe, ist der Clip, den du gerade erwähnt hast, wo dieser Passant irgendwie davon wedelt, als er überfahren wird. Und die Tatsache, dass irgendwie bezahlte Streams abgesagt wurden, zum Teil in der Minute, in der sie starten sollten, als Werbestreams, was anscheinend auch so in der Form noch nicht passiert ist. Und wir haben ein kleines zweites Cyberpunk an der Hand. Sony zahlt den Leuten ihr Geld zurück und hat es, glaube ich, aus dem PSN-Store genommen mittlerweile. Ah, okay, krass. Aber also für mich war das aber auch ein absoluter Flop mit Ansage. Also das Erste, was ich tatsächlich mitbekommen habe von Mind's Eye war auf Reddit, weil Reddit ist so der einzige Ort, wo ich noch Werbung sehe, weil ich halt die App benutze und da kein Adblocker greift. Und da war dann eine Werbung für Mind's Eye, wo sie einfach gesagt haben, ja, wenn du was zum Überbrücken bis GTA 6 brauchst und wenn du so schon dein Produkt bewirbst, dann weiß man eigentlich schon, das ist Schrott. Also so bewirbt man nicht sein Produkt mit, hier, wenn du was für die Überbrückung brauchst, bis ein gutes Spiel rauskommt. So, what? Das war das Erste, was ich davon gehört habe und seitdem ging es auch nur noch bergunter. Und ich habe von Charlie White, also hier Penguin Zero auf YouTube, habe ich mir seinen Kram angeguckt und bei ihm ging es halt so los, dass die PC-Version jedes Mal während oder kurz nach der Einführung, die man nicht skippen kann, abgestürzt ist. Und er irgendwie 3 oder 4 Mal dieses Einführungsvideo sehen musste, bis er dann auf die PlayStation 5 gewechselt ist, nur damit das Spiel überhaupt nicht abstürzt. Das war eine Katastrophe. Gesponserter Stream? Nee, Gott, nein. Also das ganze Spiel und das war halt, er hat das gestreamt und dann später so einen Zusammenschnitt hochgeladen. Ich habe mir den Zusammenschnitt angeguckt. Schrecklich. Also das funktioniert einfach allgemein alles nicht. Das Einzige, was man halt sagen muss, ist, es sieht noch ganz passabel aus, wenn es nicht gerade rumglitscht. Gerade so die Cutscenes sehen eigentlich ganz gut aus und ich glaube schon, das wäre das einzige Gute, was man über das Spiel sagen kann. Ja. Cutscenes waren eigentlich die ersten schlecht. Michi, sorry. Alles gut. Die ersten Reviews, die rausgekommen sind, also es gibt, glaube ich, relativ wenig Outlets, die sich tatsächlich genug mit dem Spiel beschäftigt haben, um ein Review zu publishen, aber die haben anscheinend zur Abwechslung mal die volle Bandbreite von einer 10er-Palette für Reviews ausgenutzt und ich glaube, das, was ich gesehen hatte, war bei einer 3, was für einen Videospieler schon eher selten ist von einem professionellen Videospiel-Outlet. Hatte Gollum mehr im Metacritic? Ich bin mir gerade nämlich nicht Frage. sicher. Gollum hatte, glaube ich, mehr, ja. Das ist schon eine Ansage, wenn du schlechter bewertet wirst, als Wobei das Gollum-Spiel. Gerade sehe, also Metacritic hat nur 2 Reviews aktuell. Die anderen konnten wahrscheinlich nicht lange genug spielen, weil es die ganze Zeit abgestürzt ist, um Bewertungen abzugeben. Wie ist IOI da rangekommen? Ich habe keine
Also rangekommen, okay, das kann ja sein, dass es gut gepitcht wurde, aber ich verstehe nicht, warum man den Release nicht abgesagt hat. Das ist doch so ein großer Image-Schaden jetzt für die. Und dann machen die noch eine Kooperation mit Hitman. Es gibt ja dieses Crossover in Mind's Eye mit Hitman. Wie kann man denn seine Marke, seine eigene Marke, die so groß ist und so beliebt, so verramschen? Um nur vielleicht auch so am letzten Drücker doch noch ein paar Verkäufe durchzudrücken. Das ist doch Wahnsinn. Damit macht man sich doch den eigenen Ruf komplett kaputt. Ja. Ist es das erste Spiel, was die gepublished haben? Also, was sie nicht selber entwickelt haben? Als externer Publisher? Könnte sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Die sind ja noch nicht so lange selbstständig. Die waren ja vorher bei Teil von Eidos Square Enix. Und haben dann World of Assassination, glaube ich, war das erste Ding, was sie unter eigener Flagge rausgebracht haben. Und dafür gab es dann noch dieses Roguelike-Add-on. Aber ich wüsste jetzt, also mir wäre zumindest nicht bewusst, meine Vermutung ist, die sind all hands on deck bei James Bond. Das sieht echt vielversprechend aus, so von den ersten Dingern. Tatsächlich ein Spiel, wo ich beinahe enttäuscht war bei der Anzahl an Action-Szenen, die gezeigt wurden. Weil die machen fantastische Stealth-Spiele und es wäre schade, wenn die komplett auf so eine eher geradlinige Spur gehen. Aber ich bin sehr gespannt, was das Spiel am Ende zu bieten hat. Solange es kein Mind's Eye wird. Also, ich habe gerade mal geguckt, das ist tatsächlich das erste Spiel, was sie selbst publishen. Okay. Ja, vielleicht waren es die Start. Praktikanten. So, die Juniorstellen sind da und der ganze Rest vom Team ist bei James Bond. Keine Ahnung. Ja, also es wird so sich zeigen, wie Ghost Recon für mich so. Und ich dachte mir so, okay, das kann schon cool werden. Ja. Aber, ja. Die Namen, die da involviert sind, versprechen ja eigentlich auch erstmal nichts Schlechtes. Wenn man so komplett ohne alles daran geht und sich dann überlegt, so GTA, Hitman, also wie schlecht kann das sein? Ja, aber das Argument mit dem, sehr schlecht. Einer vom GTA 5 Team, das ist halt auch so, da wäre ich immer vorsichtig, ich sag nur Mark Kern. Also, ne, der kam ja auch immer, ich habe an WoW gearbeitet, weißt du, der hat irgendwie das Angelspiel designt oder so eine Scheiße. Ja, und hat auch noch irgendwas bei StarCraft gemacht. Der hat überhaupt keine Ahnung davon und bis heute rennt er rum mit, ich habe mal bei WoW mitgearbeitet. Das ist halt kein Argument, wenn wirklich ein ganzes Team daran sitzt, was mal zusammen an dem Spiel war. Das finde ich ist noch ein Argument, aber wenn eine einzelne Person, wenn es nicht gerade ein Game Designer ist oder so, dann hat das eigentlich auch gar keine Aussagekraft. Das ist aber oft so, ne? Die werben dann mit so Namen, obwohl sie vielleicht, keine Ahnung, wie du schon sagst, vielleicht der Praktikant waren. So. Da habe ich ja immer noch das Thema Ashes of Creation. Da werben sie ja auch. Ja, wir haben mit an EverQuest gearbeitet oder PlanetSide oder Star Wars Galaxies. Aber das Game ist einfach Shit. Bisher. Ja. Und es wird nicht besser. Ich habe bei Xerox gearbeitet halt und den Drucker bei Valve repariert. Ich gehöre zum Half-Life-Team. Wir sind ungefähr einen Monat, glaube ich, davon entfernt von einem Spiel und einem Studio, wo es funktioniert hat mit Hideo Kojima. So, da wird sich auch komplett irgendwie auf den Namen gestützt. Ja. Und guck dich so, Tristan. Das Ding hat sich 20 Millionen Mal verkauft. Ja, aber es ist auch nur ein mediocre Game. Also ich kann jetzt gerne den Hideo Kojima-Rant loslassen. Total overrated. Oder überhyped. Kojima ist overrated. Tristan, lass da nicht reingehen. Ich bin bei dem Cult of Personality-Ding auch dabei. So, der ist es im Prinzip, der hat das Spiel auch nicht alleine entwickelt. So, der hat auch ein Team von Hunderten von Entwicklern hinter sich. Aber was ich sagen wollte, war, dass die Marketingmaschine funktioniert hat mit wir stützen uns auf den Namen und nutzen das als Sprungbrett für die Verkaufszahlen. Der Macher von Metal Gear Solid. Der Name ist. Und von nichts anderem. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der so gehypt wird. Weil die Metal Gear Solid-Reihe eine der besten Spiele der Welt ist und ich will nichts anderes hören hier. Nein. Okay. Nein. Das stimmt einfach nicht. Aber selbst wenn. Zum Glück, das reicht nicht zum aus. Glück haben wir.
zum Glück bin ich ein Fan von verschiedenen Meinungen sind okay. Auch wenn das gerade hart strapaziert wird. Wenn du MGS4 verteidigst, dann gibt's einen Arschtritt. Nee. Ich Okay, verteidige 1, 2, 3 und 5. Ja, 5 ist aber nicht Hideo Kojima gewesen. Ja, das muss man ganz zu klar 75, sagen. Er war da 80%. Nein, der wurde da viel früher rausgehauen. Viel früher. Ganz anderes Thema. Wir bewegen uns weiter. Ja, wir müssen mal eine Anti-Hideo Kojima-Folge bitte aufheben. Ich kann da gerne 3 Stunden drüber reden. Da machen wir dann tun wir den Jeff auch noch mit rein, dann passt das. Ja, bitte. Leute, das ist ja eh eine Person. wir müssen unsere Rants bündeln. Konzentriert euch auf positive Sachen. Ja, dann machen wir mal was Positives. Mach doch mal was Positives. Mach mal was Positives. Tristan, wie wär's mit einer positiven News? Was hast du diese Woche Positives zu erzählen? News? Ich gucke gerade die News, die ich aufgeschrieben habe. Davon ist nichts mehr. Ja, Rock LAX ist so ein bisschen positiv, aber der Rest ist nicht so positiv. Komm, versuch's. Ich will 3 Minuten von dir hören, die positiv sind. Am Stück. Okay, ich versuch's. Also, dann nehme ich mir Rock LAX raus. Muss sein, weil der Rest ist auch wieder sehr rantwürdig. Okay. Ja, wir kriegen ein Windows-Handheld, der optimiert ist. Ja, es gibt ja schon länger Windows-Handhelds zur Konkurrenz zum Steam Deck, aber bis jetzt einfach immer nur mit Windows 11 draufgeklatscht. Und Asus bringt jetzt mit Kooperation mit Microsoft ein Handheld raus, der erstens das Xbox-Branding hat. Das ist jetzt eher weniger spektakulär, aber ein anscheinend angepasstes Windows 11, was auch über den Gaming-Mode, der auf dem PC jetzt nicht so viel bringt, hinausgeht, sondern wirklich das System anpasst und wenn du in dieses Custom UI reinlädst, auch viele Sachen gar nicht erst lädt. Ja, und dadurch das entschlackt und dadurch mehr Ressourcen für die Spiele freigegeben werden. Es ist eine interessante Entwicklung. Jetzt hat Tom Warren heute erst erzählt, dass das aber wohl dazu geführt hat, dass ein richtiger Xbox-Handheld, also eine mobile Xbox-Konsole, nicht ein Windows-Handheld, wahrscheinlich gekillt wurde. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist. Das wird sich zeigen, wie sich auch dieses Custom Windows 11 entwickelt, weil das Xbox-Betriebssystem ist ja auch eigentlich dreigeteilt. Man hat einmal ein Teil von Windows drauf, weswegen ja auch UWP-Apps drauf laufen, also Universal Windows Platform-Apps. Die kann man ja einfach auch auf die Xbox draufschmeißen. Theoretisch, da gibt es ein paar Hindernisse, aber das geht. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach ein ganz normales Programm tatsächlich für die Xbox programmieren, das aber auch auf Windows läuft. Dann hast du dein Xbox OS und ein Xbox 360 OS, was nochmal drauf läuft für die Backwards Compatibility. Und ist jetzt die Frage, wie weit Windows oder wie weit Microsoft das jetzt treibt. Es könnte interessant werden. Ich hatte ja auch beim SGF-Stream gesagt, Xbox Play Anywhere wird endlich ernst genommen von Microsoft. Was auch dazu führt, in Kombination mit Game Pass oder vielleicht auch nativen Xbox-Spielen auf Windows 11, was ein sehr cooler Schritt wäre, um das alles zu pushen. Und was halt auch dafür sorgen könnte, ist, wenn Microsoft vielleicht sagt, okay, wir machen jetzt keinen speziellen Xbox-Handheld, aber wir bringen trotzdem eine Custom-APU raus, die unsere Partner nutzen können, um einen speziellen Handheld daraus zu bauen, dass dann darauf auch angepasstes Windows läuft, um speziell die Ressourcen rauszukitzeln. Also quasi eine tragbare Konsole, wo man weiß, okay, da läuft jetzt diese Custom-APU und wir können es wie eine Konsole optimieren. Ist ein großes Fragezeichen, könnte aber spannend werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hatte es mir angeguckt und die LAX, die hat es mir schon angetan. Also die würde ich dann vielleicht auch kaufen, entgegen der Switch 2. Ja, voll okay. Wird aber voll wahrscheinlich okay. auch doppelt so viel kosten, ne? Wahrscheinlich, ja. Und dann ist es dann schon wieder so fragwürdig, aber ich muss sagen, da laufen wahrscheinlich dann halt auch, ich weiß nicht, ich glaube, die soll sogar besser sein als das Steam Deck. Und ja, bei weitem. Also Steam Deck ja. ist ja jetzt auch nicht mehr so jung. Ja, das stimmt. Ja, soweit ich weiß, also es ist Rock LAX ist definitiv deutlich überlegen, was das Steam Deck angeht, was Performance angeht. Die Frage ist, das normale Ding zum Beispiel,
ich glaube, so auch um die 400 Euro ist das normale ROG Ally. Die Frage ist, Xbox Ally, wird das Ding günstiger oder teurer? Also das normale Ally, das ist jetzt, ich hatte nochmal geguckt, 500 Euro gerade bei Amazon, Ah, aber das ist ja jetzt auch schon Okay. 1,5 Jahre alt, das ist ja auch schon runtergegangen im Preis. Ich glaube, der Release-Preis war 700, 800 Euro. Und ich glaube, da wird sich auch das kleinere neue Ally X, also es sind ja zwei neue Allies, Ja. mit Xbox-Branding und ein kleineres mit etwas schlechterer Hardware. Ich wette, das wird sich auch so bei 700, 800 Euro einpendeln, würde ich jetzt mal tippen. Ich glaube, das große mit diesem Z1 Extreme Chip oder wie der heißt, ist safe vierstellig. Also ich Z2. denke mal 1000 Euro. Oder Z2. Z2, ja. Safe vierstellig. Ich meine, das ist ja auch krasse Hardware, wird das werden. Also so ist es nicht. Ich glaube Ja. auch, der Preis wird gerechtfertigt sein. Aber das ist ja oft so, umso leistungsstärker es wird, umso mehr diminishing Return hast du im Endeffekt. Deswegen ist halt immer die Frage, ob es einem das dann wert ist. Ist halt ist halt die Frage. Also, das Display ist ein IPS-Display, 7 Zoll. Ich glaube, die Switch 2 hat 8 Zoll. Ja, 7,9, ja. 1080p, 120 Hertz. Ist jetzt nicht so schlecht. Ein Z2 Extreme, ja. 24 GB Memory. Finde ich Gut, ja. ganz okay. Vor allen Dingen mit dem neuen Custom OS, was dann wahrscheinlich so sein wird wie das Steam OS halt für Xbox. Finde ich eigentlich ausreichend. 1 Terabyte Festplatte ist eigentlich sehr gut. Ja. Es kam vor kurzem ja die Vergleiche raus, wie so das ROG Ally auf Windows und auf SteamOS, wie es da mit Batterieverbrauch aussieht, zum Beispiel, und auch Leistung, wo sich gezeigt hat, dass das SteamOS anscheinend deutlich weniger Ressourcen im Hintergrund verbraucht und die Hardware besser ausnutzen kann. Die Frage ist für mich so, wird die neue Windows-Version oder die abgespeckte Windows-Version, was auch immer dieses Betriebssystem dann sein wird, so gut sein, dass es so bei diesen Sachen mitspielen kann. Dass es aus anderthalb Stunden Batterielaufzeit dann auch vielleicht die 2,5 macht, jetzt einfach nur mal aus der Luft gegriffen, die das mit dem SteamOS hinbekommen würde. Und funktioniert sowas wie der Standby vernünftig, weil das ist auch eine der großen Schwächen bei Windows-Handhelds gerade. Wenn du das Steam Deck nimmst oder die Switch, drückst einmal auf den Knopf, das Ding ist im Standby, drückst wieder drauf, das Ding ist wieder an, kannst weiter zocken. Der Stromverbrauch bei Windows-Handhelds ist im Standby einfach zu groß und funktioniert nicht richtig mit der Wake-up-Funktion. Es gibt viel zu viele Komplikationen an der Stelle. Okay. Also in dem in der Direct oder was das war, nochmal zu diesem ROG Xbox Ally. Da haben sie es ja gezeigt, dass du es einfach starten kannst und dann bist du im Game und dann einfach weiterzocken. Ich hoffe, dass es dann halt auch wirklich wenig von der Batterie verbraucht. Ich glaube, die aktuelle hat jetzt 3/4 Stunde Batterie. Ist okay. Die Switch kommt, glaube ich, auf 1,5 Stunden? 2 Stunden? Nee, mehr. Also bei anspruchsvollen Spielen so bei anspruchsvollen Spielen 2 Stunden. Bei weniger anspruchsvollen auch mehr. Okay, ja, dann, also das würde ich schon erwarten dann auch von dem, ja. Also es ist auf jeden Fall das erklärte Ziel von Microsoft. Mal sehen, ob sie es hinkriegen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Was ich aber denke, ist auch, zumindest, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht der Weg sein wird, den sie gehen, dass sie hier auch gerade das neue Betriebssystem für die nächste Xbox vorbereiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gerade so viel Arbeit da reinstecken für Partner-Handhelds. Das glaube ich nicht, dass die das nur dafür machen, sondern ich glaube, hier wird auch gerade die neue Xbox-Konsole vorbereitet. Softwareseitig. Das kann gut sein, ja. Das würde sich ja decken mit den Gerüchten, die vor ein paar Wochen, glaube ich, mal umgegangen sind, wo die Ansage war, dass die nächste Xbox-Generation möglicherweise also hardware-agnostisch sein wird. Dass Microsoft zwar auch selber ein Stück Hardware rausbringt, aber dass auch andere Hersteller, quasi wie damals beim 3DO war es, glaube ich, in der Lage sein werden, verschiedene Geräte mit dem Xbox-Logo zu branden, die dann einer bestimmten Hardware-Spezifikation folgen und alle mit diesem Betriebssystem laufen. Also dass quasi jeder PC in der Lage ist, eine Xbox zu sein. Das war auf die Handhelds bezogen. Das ist ja jetzt die Konsequenz. Also das ROG Ally X ist ja genau das, worum die Gerüchte ging.
Also das war auf Handhelds bezogen, nicht auf die Konsole selber. Ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie halt die Konsole, sowohl wie mit den PCs als auch mit der Konsole, dass du das Handheld connecten kannst und dann entsprechend die Leistung dazu auch schalten. Das wäre möglich. Also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass das eine Vorbereitung ist, allein schon, weil es gibt ja jetzt auch die Gerüchte, die so halb bestätigt sind, dass die nächste Xbox eigentlich ein PC wird. Im Endeffekt. Ja, ne, und halt auch eben Steam und Epic und was weiß ich drauf laufen wird. Was ja auch dann passen würde zu ihrer Publishing-Strategie, weil sie dann sagen, ah ja, die nächste Xbox kann auch dann die Sony-Spiele spielen über Steam. Dass denen das deswegen auch so egal ist. Weil ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie sie, wenn sie im Hardware-Markt bleiben, gegen Sony überhaupt noch bestehen können, wenn sie diesen Weg gehen. Ist halt die Frage, wie das dann finanziell für die aussieht, weil wenn dann Steam-Verkäufe sind, werden sie ja kein Geld dran verdienen. Aber ich denke, deswegen ist eigentlich diese Xbox-Integration in das Betriebssystem so wichtig, weil sie mit Play Anywhere einen guten Grund liefern, nicht bei Steam im Endeffekt zu kaufen. Ja, weil man das dann in Kombination mit dem Handheld, mit Play Anywhere dann auch auf dem Handheld spielen kann, auf der Xbox-Konsole, auf dem PC, egal wo du lustig bist. Das ist ja dieses ganze Konzept, das ist eine Xbox, das ist eine Xbox, das ist eine Xbox. Und das funktioniert ja nur mit Play Anywhere im Endeffekt. Ja, und das dann dieser Grund wird, kauft doch lieber bei uns im Microsoft Store, Xbox Store, anstatt bei Steam. Ja. Aber auch bei Steam, alle Spiele, die den Xbox-Account benötigen, sind nicht Play Anywhere. Also ich habe zum Beispiel Sea of Thieves, ist das Einzige, was ich da jetzt gerade aus dem Hut zaubern kann. Aber da habe ich auf jeden Fall meine Xbox Progression. Ja, aber das ist Cross-Progression. Play Anywhere bedeutet, du kaufst es einmal und kannst es auf wieder kompatiblen Plattformen spielen. Ah, stimmt. Habe ich durcheinander geworfen. Ja. Danke dafür. Okay, Tristan, ich bin stolz auf dich, auch wenn ich das maximal als neutral bezeichnen würde. Dann aber eine Rant-Sache noch. Ich finde es nicht gut, dass Asus der erste Partner ist. Nein. Asus ist scheiße. Nein. Okay. Jetzt hast du es okay, wieder hat keiner gemacht. gehört. Ja. Ja. Wir üben das nochmal beim selber. nächsten Mal. Beim nächsten Mal bitte eine positive News mitbringen. Nein. Dann muss Das auch ist so eine die rein Hausaufgabe positive für News jeden. kommen. Hey, Moment. Ja. Wir hatten ja noch das Game-Chat-Thema später, aber das ist ja auch nicht ganz rein positiv, leider. Außerdem ist es keine News. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die positiven Sachen, Tristan. Das Ja, ist völlig in Ordnung. Wir müssen nicht immer nur das Schlechte machen. Wollen wir über Bands Studio reden, so als positive News? Ja, siehst du? nee, ich glaube nicht. Wir gucken einmal über den Tellerrand. Wir haben bei Sony nämlich auch noch eine Sache, die gut lief zur Abwechslung mal. Die haben in diesem Fall mal einen leichten Win erzielt auf dem PC. Die haben nämlich Stellar Blade gepublished, was eigentlich nicht von denen entwickelt wurde, aber die haben das Publishing sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf dem PC übernommen. Und was die Singleplayer-Spiele von der PlayStation-Marke angeht, ist es der bisher erfolgreichste Titel bei Steam. Zumindest was den Start angeht, was man so ablesen kann an den gleichzeitigen Spielern. So die positiven Lektionen, die man daraus nehmen kann. Das Spiel ist nicht limitiert durch den PlayStation-Account. Es hat eine Demo bekommen im Vorfeld und es ist fantastisch optimiert anscheinend. Das Spiel selber ist jetzt nicht mein Ding, aber ich hoffe, dass die da die richtigen Lektionen rausziehen und für zukünftig gespielte Spiele ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und ein bisschen weniger wir müssen es unbedingt zum Serienstart rausbekommen. Ja, scheint gut gelaufen zu sein. Ja, ich gönn's ihnen, auf jeden Fall. Tristan? Ich darf doch nichts Negatives sagen. Okay. Nein, das war machen wir weiter. Nein, das war halt Spaß. Also ja, Stellar Blade ist halt überhaupt nicht mein Ding. Ist gut, also gerade das mit der Optimierung aus technischer Sicht finde ich es positiv. Wäre halt besser, wenn es ein anderes Spiel gewesen wäre, ist meine Meinung, aber ist okay. Gucken wir mal, wie du gerade gesagt hast, dass da die richtigen Lehren draus gezogen werden. Wäre positiv, vor allem die Sache mit dem PSN. Finde ich positiv, dass das hier nicht geforst wird, weil ich verstehe es in Multiplayer-Titeln, dass es geforst wird. Absolut in Ordnung. Aber nicht bei Singleplayer-Spielen. Das ist ja leider auch in der Vergangenheit passiert. Ja. Dann haben wir noch eine
kleine Zusammenfassung der Konami-Konferenz, die heute stattgefunden hat. Größte Ding ist wahrscheinlich, dass Bloober der Silent Hill-Marke treu bleibt. Es gibt ein weiteres Silent Hill Remake, und zwar diesmal Silent Hill 1. Damit wäre das, glaube ich, das zweite Remake von dem Spiel. Ich glaube, das auf der Wii war im Prinzip auch ein Remake. Bin gespannt, was daraus wird. Und Metal Gear Solid Delta bekommt einen Multiplayer. Und wir haben direkt deutlich gemacht, es wird keine Adaption oder Nachfolger von Metal Gear Online, so den Titeln, die es bei, ich glaube, Metal Gear Solid 3 war der erste, der es damals dabei hatte. Und dann 4 und 5 war es auch mit am Start. Das hier heißt Metal Gear Solid Fox Hunt. Und so die Mini-Gameplay-Szenen, die gezeigt wurden, hatten dieses System mit dem Auto-Verstecken mehr oder weniger, dass du die Umgebung annehmen kannst mit Gras oder mit Sand oder was auch immer, dass du dich auf Knopfdruck verwandelst. Diese Octo-Camo oder sowas war es, glaube ich, in den älteren Teilen. Also in dem gerade schon einmal angesprochenen Teil 4, den ich jetzt eigentlich gar nicht mehr erwähnen wollte, gab es auch die Möglichkeit, quasi sich irgendwo anzulehnen und sich zu tarnen. Bin gespannt. Stealth in Multiplayer-Spielen ist eine Sache, die mehr oder weniger fast tot ist, würde ich behaupten. Zumindest fällt mir gerade kein Multiplayer-Titel ein, der sich darauf stützt. Ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwas... Nur Tote. Ich habe damals Splinter Cell Multiplayer geliebt. Ich finde das Pandoras so, Box? Ja, mit den Mercenaries versus Spies oder Agents oder wie das hieß. Das sollte es mal wieder geben. Das war geil. Fantastisches Konzept. Ja. Also in Gentleman's Dispute, was wir gespielt haben, da konnte man sich auch unsichtbar machen. Sehr stealthig. Ja. Das als Stealth. Ja. Und ja, neben diversen Sportspielgedöns gab es noch eine Ankündigung der Suikoden 1 und 2 Portierung für die Switch 2. Jo. Fühlt sich jemand von euch noch, möchtet ihr zwingend noch ein News-Thema ansprechen? Sonst gehen wir weiter im Thema. Nur ein Kommentar zu Silent Hill 1. Danke, dass es Silent Hill 1 wurde und nicht 3, weil 1 ist heutzutage echt schwierig zu spielen, um ehrlich zu sein. Es ist im Gegensatz zu 2 und 3 nicht sehr gut gealtert. Ich habe verstanden, warum sie zuerst 2 gemacht haben. Ist klar, das ist halt das Silent Hill bis heute. Aber 1 ist viel notwendiger als 3 zu machen. Und, ganz kontroverse Meinung, ich hoffe, sie machen auch Silent Hill 4 irgendwann, weil das Gameplay war nicht gut, aber ich fand die ganze Story ziemlich geil und auch mit diesem ganzen, in diesem Raum und dieser Parallelwelt, wo man dann reingeht, das Gameplay war halt nur voll für den Arsch. Und wenn sie die Geschichte und diese Idee nehmen und ein gutes Gameplay daraus machen, dann kann ich mir vorstellen, dass 4 auch sich gut verkaufen würde. Ja. Ich bin grundsätzlich gespannt darauf, dass es mehr Remakes von Titeln gibt, die Schwachstellen der Originalspiele verbessern oder das Konzept nochmal komplett überdenken. Davon gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig. Bin zum Beispiel auch gespannt auf Yoka Replayly, was in dieselbe Richtung schlägt, das Original nimmt und da nochmal extrem dran rumschraubt. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Sachen, die wir gespielt haben. Wenn wir einen Werbepartner hätten, wäre das der richtige Zeitpunkt für eine Werbepause. Haben wir aber nicht, deswegen verweise ich gerade einmal nur kurz auf unseren Discord-Kanal. Wenn ihr Bock habt, guckt bei uns in die Videobeschreibung und guckt mal bei Discord vorbei. Wir haben eine sehr kleine, langsam wachsende Community, die aber dafür auch sehr aktiv ist. Es wird über alles Mögliche an aktuellen Spielthemen gequatscht und ihr könnt Teil davon sein. Gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch immer über einen Like und ein Abo, denn nur so wachsen wir und wenn ihr richtig Bock habt, dann lasst ihr uns auch noch einen Kommentar da. Was war denn euer Highlight der E3-Woche? Wie wäre es damit? Summer Games Fest. Lasst uns einen Kommentar da. Der Nicht-E3-Woche. Der Nicht-E3-Woche. Wir haben schon gesagt, wir machen eine Pixel Buddies E3. Ja. Mit besseren Panels. Und vor allem mit Devs, die was zu sagen haben. Und nicht nur nichtssagenden Trailern. Bin ich dabei.
Das klingt fantastisch. 2026, ihr habt es gehört. Hier, Ambitioniert. haben wir unsere eigene E3 am Start. Gamescom war gestern. Okay, das war die Werbepause. Ihr hattet gerade genug Zeit, um euch einen Kaffee zu holen, denke ich. Und wir steigen voll wieder ein. Was haben wir denn so gezockt? Michi, wie wär's mit dir? Was ging bei dir so durch den Bildschirm? Ja, einiges, würde ich sagen. Ich habe Summer Games Fest, Steam Next Fest, habe ich einiges runtergeladen. Aber vielleicht werde ich dazu dann nächste Woche noch mal ein ausführliches Video machen. Sehr gerne. Ansonsten habe ich. Fütter uns mal an mit einem Spiel. Ein Spiel, oh. Ein Spiel ist immer schwierig. Also ich freue mich noch auf Eric's Holm. Das ist so ein Top-Down, Narrative-driven Stealth-Game. Das sind wir wieder. Ja. Man spielt Hannah, die ihren Bruder auf mysteriöse Weise verloren hat. Beziehungsweise er ist verschwunden, einfach so. Und man geht so durch die Welt, um ihn zu finden. Natürlich reagiert diese auch ein bisschen drauf. Und die Leben dieser zwei und das Leben der Stadt, ich glaube, es spielt in den 70ern, verändert sich dann natürlich auch ein bisschen. Und ist es ein Walking Simulator, Top-Down Walking Simulator oder was willst du da? Nee, es ist kein Walking Simulator. Du kannst schon mit den Leuten interagieren. Du kannst sie ablenken, um an irgendwelche Sachen ranzukommen. Mit welchem könnte man das vergleichen? Wüsste ich jetzt nicht. Plague's Tale? Ja, ist noch ein bisschen mehr. Das ist weniger. Plague's Tale ist ja so Cinematic. Und Eric's Holm ist mehr tatsächlich so ein Adventure, was du spielst. Ah, okay. Klingt putzig. Was ist der Grafiklook? 16-Bit oder 3D-Modelle? Nee, das ist schon 3D, würde ich sagen, ja. Aber es ist, man könnte so ein bisschen einen Hauch von Comic, aber ist auch schon wieder, ja, schwierig zu beschreiben. Meinst du vielleicht Cell-Shading? Cell-Shading, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich weiß nicht, wie es aussieht, aber weil du meinst so ein bisschen Comic-Look, aber nicht ganz, das klingt halt nach Cell-Shading. Ja, es ist mehr 3D als Cell-Shading, würde ich sagen. Nee, Cell-Shading ist ja auch 3D. Also wie Zelda Breath of the Wild, das ist ja Cell-Shading. Ein gutes Beispiel. Ja. Nee, so ist es nicht. Ich bin auf jeden Fall, wenn ich jetzt nicht gerade aufnehmen würde ich direkt nach dem Spiel suchen, aber ich habe Schiss, dass ich damit quasi das Overlay crashe, wenn ich Steam direkt darüber öffne. Ja, nee, also gerne einfach mal reinschauen. Da gibt es gerade eine Demo noch für ein paar Tage, ne? Genau, da gibt es bis zum 16. geht das Steam Next Fest. Da kann man sich einige Spiele angucken. Ich habe jetzt, ich glaube, 10, 12 Spiele mal runtergeladen. Die werde ich alle spielen. Und ein MMO habe ich mir auch rausgesucht, das ist Bitcraft Online. Also Player-Driven Economy, das heißt, die Welt halt gar nichts außer Landmasse und Wasser. Und die Spieler bauen alles selbst. Also Städte bauen sie selber, sie bauen die Wege zu den Städten selber, sie handeln mit den Sachen, die sie abbauen. Und das klingt schon recht interessant. Das klingt tatsächlich sehr spannend. Bitcrafter. Bitcraft Online. Ja. Heißt das dann, ist das Konzept dann auch so, dass zum Beispiel jemand ein Schmied ist in dieser Welt? Oder? Ja, du hast verschiedene Skills, du kannst sie leveln und dann kannst du natürlich, wenn du ein Spiel machen möchtest, kannst du den natürlich bespielen. Aber bei, was weiß ich, wenn du 1000 Spieler hast, dann wird es natürlich mehrere geben. Aber ja, generell kann man das machen. Nice. Das erinnert mich vom Konzept her ein bisschen an, ich glaube, es hieß Star Wars Galaxies. Das Spiel früher, das Star Wars MMO ohne Jedi. Das habe ich nicht gespielt. Okay. Das war, glaube ich, auch so aufgebaut, dass jeder quasi einen Job machen konnte. Es war super immersiv. Hat aber leider dadurch, dass es keine Jedi gab, nie den Mainstream-Erfolg gefunden. Galaxy meinst du gerade, ne? Das hatte doch Jedi, aber das war doch so ultra kompliziert, das Jedi zu werden, dass das irgendwie nur 10 Leute oder so geschafft haben, glaube ich. Ah, okay.
Das kann natürlich auch sein. Also, das war so voll die komplexe Questline und später konnte es dann jeder werden und dann war das Spiel, glaube ich, deswegen tot, weil dann keiner mehr Bock drauf hatte. Ich meine mich, ich habe mal so eine Doku darüber gesehen. Stimmt. Ja, am Ende haben die irgendwas Fundamentales am Gameplay-System verändert und dann konnte jeder Jedi werden und jeder wurde Jedi und das hat das Spiel dann super langweilig gemacht. Keiner war mehr Schmied. Ja. Die Welt braucht Schmiede. Ja, definitiv. Aber das Bitcraft Online klingt tatsächlich interessant. Das klingt für mich ein bisschen so, wie Amazon ursprünglich mal New World gepitcht hatte. Weil ich war damals ultra hyped auf New World und es ist jetzt auch nicht das schlechteste Spiel geworden, aber so wie sie es ursprünglich dargestellt hatten, es war im Prinzip ja das, was du gerade so ein bisschen erzählt hast, mit die bauen auch die Städte selber und bla 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 und jeder macht einen Job und ich hatte voll Bock drauf und dann ist das Spiel ganz anders geworden. Weil ich glaube, es war denen zu ambitioniert, aber das Bitcraft klingt super cool und das geht ja auch schon bald in den Early Access, 20. Juni. Dann kann man 20. wird's, ja genau. Das wirklich richtig Gute daran ist, es ist Open Sourced worden. Das heißt, Spieler können Sachen in das Spiel reinbringen. Ja, und wahrscheinlich auch sogar ihre eigenen Instanzen dann aufbauen. Vielleicht, ja. Also Private Server wird es dann geben. Wenn es Open Source ist, kannst du es ja das selber... Das weiß ich jetzt nicht, aber brauchst du ja theoretisch nicht, ne? Also die Map ist ja riesig und sie haben gesagt, sie können einfach mit einem Klick so viel an Map noch hinzufügen. Das ist für die scheißegal. Finde ich mega spannend. Würde ich wahrscheinlich nie selber spielen, da bin ich nicht der Typ für. Aber das ist so eine Sache wie zum Beispiel ein EVE-Online-Video oder so. Da könnte ich mir wahrscheinlich ein 2-Stunden-Video neben der Arbeit zu angucken. Oder ich gucke dir bei einem Stream zu, weil ich es faszinierend finde. Ja, ich habe überlegt, ob ich es länger spiele, aber ich habe halt auch nicht so viel Zeit. So viele Spiele und so viel nicht Zeit. Ja. Das große Problem. Aber ich will es mir auf jeden Fall mal angucken. Danke für den Tipp. Ja, jetzt habe ich noch 2 Spiele. Lustra ist ziemlich storylastig, hat so City-Building mit Fokus auf Magie. Also man schippert da mit so einem Luftschiff durch die Gegend, verliert dann, weil man an so einem Felsen rammt, seine Freunde am Anfang und wandert dann durch die Welt. Hat natürlich eine riesige Story, die man bespielen kann, aber man kann auch eine Stadt bauen. Und der Hintergrund ist dann, man möchte einen Ort bauen, an dem jeder sicher leben kann in dieser Welt. Und das finde ich schon auch ein interessanter Ansatz. Klingt auch nicht schlecht. Illustra? Lustra, Lustra. Ah, okay. Auch da wieder, Demo ist am Start. Demo im Steam X-Fest, ja. Yes. Nice. Ja. Und soweit ich weiß, kann man die Demos auch runterladen und noch nach Ende des Next Fests spielen, in den meisten Fällen zumindest. Ja, sobald man muss die natürlich vorher runterladen, bevor es endet und dann kann man sie noch weiterspielen. Das ist kein Problem. Es sei denn, es ist ein Multiplayer, dann ist, glaube ich, die Connection auch getrennt. Ich habe da direkt 2 Demos gesehen, auf die ich Bock habe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal Mina the Hollower, das neue Spiel von den Shovel Knight-Leuten, das diesmal das was quasi ein Zelda-Spiel wird mit einer kleinen Maus als Hauptcharakter, die sich durch den Boden buddelt. Im Game Boy Color-Stil. Auch ein Videospielstil, der selten so konsequent verfolgt wird, glaube ich, wie bei dem Entwicklerteam. Und das sah auch interessant aus, ja. Sorry. Nee, alles gut. Das andere, Baby Steps, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob ich nicht tierisch genervt sein werde von dem Spiel oder nicht. Es ist quasi, ihr kennt dieses Genre vielleicht, mir fällt jetzt aber kein Spiel ein, das darin spielt, wo es immer schwieriger wird, nach oben zu kommen und sobald du einen Fehltritt machst, fällst du nach ganz unten. Rage-Titel. Ja. Das Rage-Titel heißt es das Genre? Die heißen Nein. Rage Games. Ja. Doch, Rage Games. Doch, die heißen so Rage Games. Sowas wie. Ich dachte Quop-like oder so. Ich glaube, Quop war das erste. Job, Get a Job oder wie das. Get Over It, Getting Over It, ja. Ja, oder Get a Job oder Chain Together und wie der ganze Kram heißt. Chain Together. Das sind genau. Rage Games, weil der Sinn, also die wollen ja, dass du ragest. Das ist ja der Plan der Entwickler, ne?
Ich kann es nachvollziehen. Ich habe Chain Together mit ein paar Freunden gespielt und wir sind irgendwie auf 1000 Meter gekommen oder so und dann haben wir es irgendwann, ja, ich glaube, der Titel des Genres spricht für sich, ja. Genau, das ist allerdings ein Spiel, das in einer offenen Welt spielt. Also es ist ein Open World-like, wo du quasi einen Typen, es ist ein Isekai. Du spielst also einen Typen, der aus seinem Bett in eine mittelalterliche Welt transportiert wird und in seinem Schlafanzug quasi da rumsteppt. Und man steuert mit dem Controller seine Beine. Und zwar nicht einfach mit dem Analogstick nach vorne, sondern Schritt für Schritt. Es ist also eine Kombination aus, Oh, bitte haltet ja. euch zurück, Death Stranding und halt Chain Together prinzipiell. Und das Ganze kombiniert mit einem, bei dem Humor bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob er für mich sein wird oder nicht. Es wird ein bisschen cringy zwischendurch. Ähm, aber die Demo würde ich ausprobieren. Also, das, was du gerade Mhm. beschreibst, das ist jetzt nicht Open World, aber kennst du, wie hieß der nochmal? Sam Manuel, glaube ich, hieß das Spiel oder sowas. Nee, wie hieß das nochmal? Das ist ein kleines Indie-Spiel, was ich mal gespielt habe. Und da stirbt ein Typ und du musst den dann aber steuern und weil er tot ist, musst du jede Körperfunktion einzeln steuern. Also du musst einatmen, ausatmen, linken Fuß vor, rechten Fuß vor und sowas. Irgendwas wie Sam Manuel oder so hieß das. Ich dachte, du Manuel fängst Samuel. an Manuel Octodad. Samuel heißt das. Manual. Okay, guter Name. Richtig guter Name. Ja. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Das war jetzt kein Highlight der Spieleentwicklung, aber war mal sehr lustig zu spielen. Das ist auch schon ein bisschen älter, aber es erinnert mich daran und an ein uraltes Flash-Game, wo man Track and Field, glaube ich, gemacht hat, wo man dann Weitsprung auch machen musste und du musstest auch die Beine einzeln steuern. Das ist ein uraltes Flash-Game. So aus meiner Kindheit. Ja, das hat einfach, so dieser Quatsch hat halt einfach Potenzial für ähm, Humor. So Mount Your Friends oder, also habt ihr das mal gespielt? Wo Nee. du du musst auch jede Gliedmaße einzeln steuern und in einer bestimmten Zeit über eine bestimmte Linie kommen, indem du an deinen Freunden hochkletterst. Dann wirst du versteinert und der nächste ist dran und muss quasi an dir vorbei und die nächste Hürde nehmen. Das habe ich gesehen, Ähm, ja. und du hast immer nur ein paar Sekunden Zeit oder eine Minute oder so, um da hinzukommen. Und wenn du das mit mehreren Leuten auf der Couch spielst, dann geht es nach einer Weile auf jeden Fall ganz gut ab, was die Stimmung angeht. Das glaube ich, ja. Ja, was jetzt auch demnächst kommt, ist CERN, dieses Bergsteiger-Simulator-Ding. Da steuerst du ja auch alles Mögliche. Oh Das ja, sah ja, aber ja. gar nicht so schlecht aus. Nee. Ähm, also ich finde es cool, wie äh, dieses Manuel Samuel ist einfach ein super Titel. Wie diese Manual-Personenspiele, keine Ahnung, dass es auch so ein breites Genre geworden ist, irgendwie von Mods. Ich glaube, es gibt einen ganz guten 3D-Mario-Mod, der sich da auch mit beschäftigt. Äh, mit der Mario 64-Steuerung und so dann. Bis zu sowas wie dem Bergsteigerspiel. Ja. Tristan, was wird rotiert bei dir so durch? Ich hab noch Weißt du doch. was gehabt. Also, Oh, okay, dann, okay, Bevor, okay. dann erst. bevor Tristan darf. Was ich aktuell noch spiele, ist, was jetzt nicht mit dem Next Fest zu tun hat, ist Yes Your Grace 2. Immer Snowfall. noch. Immer noch. Oh. Ey, ich bin immer noch nicht durch. Es ist ein super Spiel. Ich glaube, ich bin jetzt bei der Hälfte oder so. Super Spiel. Kann man bei mir auf dem Channel auf jeden Fall im Let's Play gucken. Oh, nice. Bist du durch mit dem Stop-Motion-Spiel? Ja, da bin ich durch. Midnight Walk? Ja. Schon 2, Hab 3 immer noch Wochen Angst her. davor. Oh, okay. Ich Du hing Ja, das hast hat- noch hinterher. nicht angefangen. Ja, Oh. weil ich immer auch Angst davor habe. Ich habe das aber beim letzten Mal erklärt. So Es schlimm ist es dauert. gar nicht. Ich bin ein riesen Schisser. Also hier vielleicht auch die Werbung. Ich weiß nicht, ob die Folge vorher rauskommt, aber diesen Samstag werden wir auch Phasmophobia streamen und ich in VR. Da wirst du sehen, was für ein Schisser ich bin. Wenn ich mich irgendwo verstecke und nicht mehr rauskommen will. Bei The Midnight Walk ist es eher das Gefühl, da kommt vielleicht gleich was, als da kommt tatsächlich was. Ja, das ist ja bei Phasmo genauso.
du weißt ja nicht, wann der scheiß Geist kommt, dann geht auf einmal Ja. Licht und dann beginnt die Jagd und dann, weißt du, und dann Herzinfarkt. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin, da auch noch mit dabei zu sein. Hätte Bock. Ja, das wäre schon gut, ja. Könnten wir vielleicht die ganze Truppe dann. Aber jetzt habe ich noch was Negatives. Darf ich? Ja, klar. Die ganzen Simulationsdinger auf Steam Next Fest, das ist unglaublich. Wisst ihr das? Also, ich habe Konsole, Shop, Figure Shop, TCG, Card Shop, Books Shop, Simulator, Skatehouse Shop. Länger. Das ist doch schon länger. Und die Hälfte davon. Aber alles im Steam Next Fest jetzt. Ich habe 30 Stück gefunden oder so. Das ist unglaublich. Ja, und die Hälfte war der Firefighter Simulator mit dabei? Nee, der war nicht dabei. Also ich habe ihn nicht gesehen jetzt. Das ist aber tatsächlich auch ein halbwegs ordentliches Spiel, glaube ich, weil viele von diesen Simulatoren sind nur irgendwelche Asset-Flips oder mit KI gemacht oder so. Ja. Und der letzte Müll, weil es gibt auch immer mal wieder Simulatoren, die tatsächlich auch gut sind. Ja, also sowas wie zum Beispiel Powerwash Simulator ist tatsächlich ein gutes Spiel. Der war nicht schlecht. Ja. Ja, muss man mal wirklich sagen, ist ein sehr schönes meditatives Spiel, was einen dann doch aufregt, wenn man auf 99% ist und die letzten Fleck nicht findet. Ja. Aber selbst sowas Bescheuertes, das ist ja das Gefährliche, weil es gibt ja Simulatoren, die so gut sind und mit relativ einfachen Mitteln sehr erfolgreich sind und deswegen sind die ganzen Leute darauf aufgesprungen und pflastern jetzt alles mit ihrer Scheiße voll. Also wenn du keinen Bock mehr auf Simulatoren hast, es gibt auch tatsächlich den Therapiesimulator, wenn du dann damit durch bist, weißt du Bescheid. Den Simulator brauchen wir noch. Ja. Und den Pixel Buddy Simulator. So schwer kann es ja anscheinend nicht sein, die Dinger zu entwickeln. Das könnten wir vielleicht Ja, noch genau, machen, ein Podcast Simulator. Es gibt doch auch schon YouTubers Live, also der YouTube Simulator. Dann machen wir jetzt den Podcaster Simulator. Finde Termine mit allen Leuten. Damit das auch funktioniert. Der Endgegner. Ja, das ist auch tatsächlich bei Pen and Paper das Problem. Wollte ich gerade sagen, das überschneidet sich dann mit dem Pen and Paper Simulator. Da ist auch die Terminfindung der Endgegner. Ja. So, gestalte ein Logo. Finde eine Gruppe. Finde eine Aufnahmesoftware. Ja, kriegt die Aufnahme hin, ohne dass die Aufnahmesoftware abbricht. Ja. Ja, cool. Beziehungsweise uncool, dass diese Simulatorspiele dann anscheinend gerade die neue Welle sind an super, wie soll man es bezeichnen? Super Indie-Spielen? Kleinstspielen? Das ist halt die aktuelle Welle. Du hast es ja immer mal, ich meine, es gab doch auch mal so eine Indie-Souls-like-Welle, wo ganz viel Quatsch auch kam. War nur nicht so präsent wie jetzt die Simulatoren. Die sind halt extrem Genau, aber es gibt ja oft irgendwie dann zumindest noch ein AAA-Spiel, das irgendwo damit vertreten ist. Returnal oder halt logischerweise die Dark Souls-Spiele selber oder so. Aber ich glaube, das höchste ist wahrscheinlich Power Wash Simulator und House Flippers oder Landwirtschaftssimulator. Ach, das ist der König der Simulatoren. Da ist jetzt auch wieder ein DLC rausgekommen. Ja. Und das ist auch ein gutes Spiel tatsächlich. Also man muss es mögen, meins ist es nicht, aber die Leute, die das spielen, die sind verdammt zufrieden damit. Ne? Oder halt natürlich Euro Truck Simulator, ist auch riesig. Stimmt. Also ich hab's ja gekauft, ja. Ich habe Euro Truck Simulator auch wegen VR. Achso. Also es gibt schon große Simulatoren, ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber die sind ja auch alle schon was älter. Warum diese Welle? Ich glaube, die Welle ging so vor einem Jahr, glaube ich, los. Halben Jahr ungefähr. Ja. Warum die so getriggert wurde? Keine Ahnung. Es gab halt dann immer mal wieder kleinere wie Powerwash Simulator oder dieser Tankstellen-Simulator. Der war, glaube ich, auch relativ erfolgreich, weil der auch ganz witzig war. Natürlich auch PC-Building Simulator war auch ganz erfolgreich und auch ein gutes Spiel. Ich glaube, das hat das einfach getriggert, weil das sehr einfache Konzepte waren, die durch das Thema einfach auch Spaß gemacht haben und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, aha, ich kann hier in 10 Minuten irgendein Spiel mir zusammenbasteln und dafür $5 verlangen und dann ein paar Idioten kaufen es dann. Leider. Michi, Kira und ich haben ja den, wie hieß es? Store Simulator? Nee. Supermarket. Ich glaube, es war Supermarket. Ja. Supermarket angezockt. Ja. Und ich muss schon sagen, dass diese Koop-Komponente dem Ganzen auf jeden Fall hilft.
Ja. So, das ist auch nur, glaube ich, ein besserer Asset-Flip, mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass die sehr viel selber gemacht haben da, aber die Tatsache, dass du halt mit 4 Leuten da im Zweifel jemand muss zur Kasse, jemand muss ins Lager, einer füllt die Regale auf und so, und einer passt drauf auf, dass keiner irgendwie den ganzen Laden ausraubt. Da ist Potenzial drin, auch wenn das Spiel an sich eher mondän ist. Irgendwie. Das ist jetzt nicht der mega Gameplay-Loop, aber ich kann schon sehen, dass man, wenn man die richtige Gruppe an Leuten hat, da wirklich Zeit drin lässt. Das ist auch die Frage, ob das dann Definitiv. überhaupt ein Asset-Flip ist. Ne? Weil ein Asset-Flip ist ja eigentlich nur, du kaufst die Assets ein und hast eigentlich gar kein wirkliches Gameplay. Das ist ja eigentlich ein Asset-Flip. Ne? Und nur gekaufte Assets ist ja nicht schlimm. Bestes Beispiel Phasmophobia. Wer damals im Early Access angefangen hat, ich war von Anfang an dabei, das waren nur gekaufte Assets aus dem Unity Store. Da war nichts Eigenes und das kam erst später mit der Zeit, wo er dann das hat ja auch ein Typ, glaube ich, alleine angefangen, das wurde dann super erfolgreich. Dann hatten sie Geld, dann haben sie ein Team aufgebaut und haben mal eigene Assets gemacht. Also das hat ja nichts also ein Asset Flip ist ja nicht nur, weil du Assets einkaufst, ne? Sondern weil du einfach gar nichts machst, nachdem du sie eingekauft hast. Ja, aber das Spielgefühl ist ja, also zumindest von dem, was man in dem Trailer sieht, schon ähnlich oder gleich von anderen Store- oder Shop-Simulatoren. Du holst dir einen Karton, gehst zum Regal und packst es da rein und wie das passiert, ist irgendwie, sieht immer gleich aus. Ja. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wo ihr diese ganzen Spiele findet. Alles klar. Michi, besten Dank für die Eindrücke. Ich bin gespannt auf die Nextfest-Kiste. Wenn ich Zeit habe, gucke ich gerne mit rein. Ja, sehr gerne. Jetzt Wird darfst du aber, es sagen. wird aber ganz viel Mario Kart World. Und ich bin überrascht, wie schwer das Spiel tatsächlich ist. Das hat mich ein bisschen kalt erwischt. Also ich bin gerade beim 5. Cup, ich weiß gar nicht mehr, der Star Cup oder so. Ich mache gerade alle auf 150 cc. Da hänge ich schon jetzt ein halbes Stündchen oder so dran, weil ich beim 2. oder 3. Rennen immer nicht der Erste werde. Also ich versuche alle auf Free Stars zu bekommen. Nicht einfach zu gewinnen, sondern Free Stars. Und dafür brauchst du ja in allen 4 Rennen den 1. Platz. Und das ist happig. Also gewinnen ist gut möglich, wenn man aber wirklich 100% haben will, ist das ganz schön Arsch. Also die Bots sind gut. Die fahren Shortcuts, die nutzen Pilze, um komplett querfeld einzufahren. Die machen Walljumps, die grinden. Die sind übel. Die sind richtig übel unterwegs. Und richtig schlimm ist der verkackte blaue Panzer. Und eine gute Strategie, mit der ich bis zum 5. Cup gekommen bin, ist, ich fahre meistens so gegen ab der Hälfte, letztes Viertel als Zweiter, bis der blaue Panzer kommt, dann überhole ich, weil der kommt meistens irgendwann im letzten Drittel kommt mindestens ein blauer Panzer. Also da muss man tatsächlich auch ein bisschen strategisch arbeiten, sonst wird das nichts mit dem konstant 1. Platz. Hat mich sehr kalt erwischt, muss ich sagen, weil Mario Kart fand ich nie so schwer. Außer vielleicht der Super Nintendo-Teil, wo die auch cheaten bis zum geht nicht mehr. War aber cool. Also ist cool, ist nochmal eine Herausforderung. Also ich finde es nicht negativ, auch wenn ich mich ultra aufrege die ganze Zeit. Wenn so in allerletzter Sekunde, im 5. Cup ist das König Buhu, der so mein Ultra-Endboss geworden ist, in allerletzter Sekunde mit einem ultra krassen Drift mich schneidet und dann wirklich noch Erster wird. Also das ist ein fucking Rage-Titel, ohne Witz. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Und die Online-Komponente ist super. Die habe ich ja auch schon mit Misha ausprobieren können. Gerade die Integration mit der Kamera ist so unfassbar lustig, wenn dann so ein Micha auf einmal von hinten ankommt und du das Gesicht schon siehst, weil das wird tatsächlich relativ früh schon eingeblendet und du weißt, oh Mist, der hängt mir jetzt im Nacken, der könnte jetzt auch irgendeinen scheiß Gegenstand bekommen und mir einen roten Panzer oder sowas reinballern. Super geil, und wenn du halt getroffen wirst, also oder du triffst Micha zum Beispiel von hinten und sein Gesicht dreht sich dann erstmal, während man ihn überholt. Sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Kommt sehr cool. Ja, finde ich auch schön implementiert. Wann kommt der Pixel Buddies Tournament für Mario Da Kart? haben wir auch schon drüber gesprochen. Also fleißig alle den Discord joinen
Und wenn ihr eine Switch 2 habt, dann machen wir irgendwann mal tatsächlich, hatten wir auch schon gesagt, gleich mal ein Turnier, wo dann hoffentlich alle auch eine Webcam haben, weil das geht tatsächlich mit 24 Leuten, alle mit einer Webcam. Und das Vielleicht stelle kriegen ich wir mir auch Preise zusammen. ja, aber auf jeden Fall. Und das stelle ich mir aber wirklich, wirklich cool vor, so ein richtiges Turnier, wo dann alle auch das Feature nutzen, weil das macht das Spiel tatsächlich sehr viel lebendiger. Es hat keine Auswirkung aufs Gameplay, aber ja, Micha, du kannst bestätigen, das ist tatsächlich, es fühlt sich mehr an, als ob man wirklich richtig zusammenspielt, als wenn man sich nur hört. Ja, ich find, das ist eine gute Integration, von der ich mir auch viel weniger versprochen habe. Ich merke es so, wenn ich PC-Spiele spiele mit Freunden im Discord oder sowas und da irgendwie an einem guten Abend hat da auch jeder mal seine Kamera an. So dieses alte Couch-Gefühl ist da schon viel präsenter irgendwie, dass man parallel irgendwie mit Leuten auf der Couch hängt. Und auch bei Mario Kart jetzt, selbst wenn du auf der Couch hängst, die Tatsache, dass du, wenn du jemanden abschießt und du siehst quasi, wie sich das Gesicht irgendwie verzieht, äh, obwohl die Leute neben dir sitzen, weil du ja gerade auf den Bildschirm guckst, ist eine schöne Sache. Ich bin gespannt, wie das in anderen Titeln und ob das konsequent weiter genutzt wird oder fallen gelassen wird jetzt in nächster Zeit. Aber zumindest Mario Party scheint ja auch irgendwie darauf zurückzugreifen. Darauf freue ich Und ich mich auf glaube, Mario Fast Party. Fusion macht das auch. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, ja, ich habe Mario Kart auch in der Rotation gehabt und finde auch die blauen Schalter zum Teil so Ja. schwer, dass ich teilweise abgebrochen habe. Also der mir hängen geblieben ist gestern, wo ich einfach, äh, also kann sein, dass es Tagesform war an der Stelle, aber ähm, man, man hat diese blauen P-Blocks, die man aus den alten Mario-Titeln halt auch kennt, wo normalerweise die blauen Münzen erscheinen und so. Und dahinter verstecken sich random Aufgaben, mehr oder weniger. Kleine Aufgaben, die man theoretisch in so 10, 15 Sekunden abreißen kann. Oft ist da drin mit halt verbunden, dass man durch verschiedene Tore fährt, Münzen einsammeln muss oder man muss einen Gegner treffen oder. Es sind halt verschiedenste Sachen. In meinem Fall war das, dass man ähm, durch Tore fahren muss, die halt einen sehr kurzen Timer verlängern. Und diese Tore sind aber nicht vor einem aufgestellt, sondern sie sind an Wänden auf Blöcken und du musst quasi von einem Boost in den Wallride gehen, dann wechseln auf die andere Seite, in das andere Tor gehen, ein Boostfeld mitnehmen, dann musst du die Wand nach oben fahren und da dann nochmal 2 Tore mitgeben. Ich habe es nicht bis zum 3. Tor geschafft. Meine Technik war für den Arsch, keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, das Ding abzuschließen. Es war einfach sauschwer. Ohne Witz, das fühlt sich manchmal wie Tony Hawk an. Wie Tony Hawk Pro Ja. Skater. Kein Witz, das ist wirklich krass. Also, ich finde das tatsächlich cool, weil mich hat es kalt erwischt, aber das ist das erste Mal, dass es sich so anfühlt, als ob Mario Kart mich als Spieler auch ernst nimmt. Das ist tatsächlich das erste Mal, weil du kannst es auch sehr einfach spielen. 50 cc, 100 cc habe ich auch schon getestet. Das kannst du auch dann mit Kindern spielen oder Kinder alleine spielen, das ist kein Problem. Es gibt auch P-Blocks, die sehr einfach sind, die sind nicht alle so hardcore schwer, aber du hast diese Herausforderung als Option. Und das finde ich unfassbar cool, dass das erste Mal ist, dass ein Mario Kart sich wirklich wie eine Herausforderung anfühlt. Warum haben sie den 200 Cup rausgenommen? Wahrscheinlich, weil der 150 schon schwer genug ist. Und Jetzt mal ohne Witz. Ich bin mir sehr Der ist sicher, wirklich heftig. dass wir hier eine relativ stetige Ja, Update-Pipeline sehen werden. Ich glaube, das wird ein Live-Service-Game. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, dass die DLCs, wenn welche, also es werden definitiv hundertprozentig welche kommen. Sowas wie 200 cc, das wird kommen. Ich hoffe nur, dass wenn auch neue Features, neuer Inhalt kommt, das Live-Service-mäßig kommt und nicht als Paid-DLCs. Wenn sie schon 80 € verlangen, beziehungsweise 90 €, dann bitte aber als Live-Service-Game konzipiert. Dann kann man es vielleicht sogar noch verzeihen, weil die Basis ist auch unheimlich gut. Also die Leute fangen jetzt schon an zu versuchen zu verstehen, wie Mario Kart World richtig funktioniert. Es gibt wieder Hidden Stats. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Gibt es, wenn ihr schon so ein herausforderndes Spiel macht, dann gibt uns doch bitte endlich mal die kompletten Stats, die richtigen Stats und nicht diesen Hidden Schwachsinn.
Aber ja, ich glaube, da wird auch noch viel kommen. Es fühlt sich zumindest danach an. Es ist jetzt schon unheimlich viel Content, aber gerade mit der Open World, man kann noch so viel damit machen, weil die ist Stand jetzt, bis auf die P-Blocks und die Medaillen gibt es ja eigentlich nichts. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel hinzufügen. Jetzt wird's für mich nochmal, jetzt ist mein Punkt für Kritik gekommen. Ja. An Mario Kart World. Aha. Ich finde dafür, du hast es gerade schon gesagt, ne, es ist ein absoluter Premium-Preis. Und es ist ein wertiges Spiel auch geworden. So, es ist Content drin, es macht Spaß in der Open World, es macht Spaß im Couch-Multiplayer, es sind ein paar witzige Features drin, wie mit der Kamera und so. Ein paar Sachen nerven mich aber tierisch. Und zwar haben die zum einen den Battle-Modus wieder mal nur halbherzig implementiert. Für mich war das eine lange Zeit, auf dem Super Nintendo, auf dem N64, war das für mich das Multiplayer-Herzstück von Mario Kart. Also ich habe den viel, viel mehr gezockt als die Rennen. Und dann ging es mit den anderen Teilen halt langsam los, dass sie versucht haben, dass halt Spieler so lange wie möglich im Battle-Modus bleiben, zum Beispiel. So, du hast Ballons wieder dazu bekommen in der Wii-Version, bist einfach gerespawnt. Und in der Wii U-Version, glaube ich, auch in Mario Kart 8. Dann haben sie sich wegbewegt von vernünftigen Arenen für den Modus und haben einfach Teilstücke einer Strecke genommen und die verwendet, sodass man halt einfach nicht irgendwie gezielt wie damals in Blockfort sich an den Farben vom Gegner orientieren kann und dann irgendwie damit reinfährt, sondern es ist halt einfach eine Strecke. So, du bist halt irgendwo. Leider ist das hier auch wieder der Fall. Es ist auf 24 Spieler ausgelegt. Es hat ein Time-Limit von 5 Minuten. Es ist bis auf die Lavastrecke aus dem N64-Teil halt keine Strecke dabei, die sich wirklich irgendwie als Battleground so richtig eignet. Vielleicht noch ein bisschen die Schneestrecke, die wir ausprobiert haben, online auch. Aber grundsätzlich ist halt dieser Spannungsfaktor von, ich habe nur noch einen Ballon, mein Gegner hat noch 2, wir sind die letzten beiden. Irgendwo fährt noch ein anderer Spieler als Bombe rum und könnte irgendwie das Spiel entscheiden. So, diese ganzen Spannungsfaktoren sind komplett raus, weil halt nach 5 Minuten ist es vorbei, es sind noch wahrscheinlich 15 Spieler oder so drin. So, es kommt eigentlich keine wirkliche Spannung auf, finde ich. Zeitpunkt jetzt. Und das andere große Ding, so, das kann sein, dass mittlerweile bin ich vielleicht der einzige Battle-Mode-Verfechter, keine Ahnung. Aber das andere große Ding ist halt, sind Sachen, die ein Standard-Feature sein sollten. Die hat Nintendo selber schon besser gemacht. Tristan, wir beide haben zusammen online gespielt und wir waren nicht in der Lage, Matchmaking zu machen, um einem Grand Prix beizutreten. Mittlerweile weiß ich habe danach nochmal nachgegoogelt, der Versus-Modus geht mit Matchmaking mehr oder weniger, aber auch nur, wenn du zum Beispiel dem Spiel joinst und ich dann deinem Spiel joine und wir nicht als Party irgendwo reingehen. Okay. Also es ist halt einfach, der Bereich ist halt gerade so funktional. So Quality of Life-Dinger, die jedes andere Online-Spiel mittlerweile eigentlich haben müsste. Gerade eins, wo du dass du darauf auslegst, mehr oder weniger, dass du dich mit 4 Freunden und einer Kamera mit dem Game-Chat irgendwie in so ein Mario Kart-Abenteuer stürzt, dass du nicht in der Lage bist, mit den 4 Leuten nicht nur gegen Bots zu fahren und dann irgendwie wieder rauszudroppen in den Free-Roam-Modus, dich dann zu entscheiden, welchen Modus machen wir jetzt, bleiben wir als Party in dem Ding mit drin. So ganz einfache Standardsachen, die du bei den meisten Spielen seit der ersten Xbox mit drin hast, dass die hier fehlen, geht gar nicht. Obwohl das tatsächlich, also das explizit, was du gerade gesagt hast, mit dem in einer Party, in einem Online-Spiel beitreten, das scheint aber eine Designentscheidung von Nintendo zu sein, um Boosting zu verhindern. Anscheinend. Nee, da brauche ich ein Statement von denen. Das lege ich denen nicht positiv aus. Die Tatsache, dass nicht du Versus. positiv. Das ist nicht positiv. Ich finde das eine sehr merkwürdige Designentscheidung. Also ich würde es ja verstehen. Ich glaube nicht, dass es eine ist.
Du kannst ja Versus spielen, kannst du beitreten. Und da ist es ja möglich. Nein, ich rede da ja hast gerade du auch vom Stats. Online. Hat man da Rank? Weil beim normalen Online-Modus hast du ja Rank. Ja, du hast einen Rank. Okay, dann ist es merkwürdig. Es ist einfach nicht drin. Weil das klingt halt für mich wieder nach einer typischen Nintendo-Entscheidung und nicht mit, sie können es nicht besser, sondern sie wollen es einfach nicht. Für mich das kann halt trotzdem danach. der Fall sein, aber ich lege denen das nicht aus als die machen das, um Boosting zu vermeiden oder sowas, weil es geht ja, es ist im Spiel. So, du kannst mit 2 Leuten einem Rennen drin sein, was deine Stats beeinflusst. Und es ist Mario Kart, die haben Spiele wie Smash Bros., wo sie aktiv den Spielspaß fördern und einen Scheiß auf die Fighting Game Community geben, dass die bei Mario Kart jetzt eine Entscheidung treffen, weil denen das Ranking wichtiger ist als der Quality of Life Faktor, dass Spieler zusammenspielen können, glaube ich an der Stelle einfach nicht. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich könnte es mir bei denen vorstellen, weil Nintendo merkwürdige Entscheidungen trifft, was Online-Games angeht. Ja, gut. Das war, wie gesagt, nicht irgendwie was Positives. Das war komplett negativ gemeint, weil diese ganzen Online-Sachen, das sind teilweise sehr, sehr merkwürdige Designentscheidungen schon immer bei Nintendo gewesen. Ich sag nur Voice-Chat bei der Switch über die Smartphone-App. Das war eine Designentscheidung. Ich bin gespannt, ob es in Zukunft funktioniert, denn rein theoretisch ist Game Chat ein wirklich gutes Feature, das überraschend gut funktioniert irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass die Switch 2 auch bei vielen Familien irgendwie am Start ist, wo Kinder wahrscheinlich unter anderem mit Twitch und YouTube und Co. aufwachsen, dann ist das momentan die einzige Konsole, wo du quasi das mit deinen Freunden emulieren kannst. Und das von der Elternperspektive auf eine ziemlich safe Art und Weise, weil die Eltern in der Lage sind, spezielle Freunde freizugeben für einen Chat, für Kamerafunktionen und so. Das ist theoretisch alles abgeriegelt, ohne dass es für erwachsene Spieler Einschränkungen gibt. Da muss man auch Nintendo tatsächlich mal loben. Also diese ganzen Kinderschutz, den machen sie sehr gut. Also zum Beispiel, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn du bei Mario Kart die Kamerafunktion drin hast, kannst du keine Screenshots und keine Videos mehr machen. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, was ich jetzt auch nicht als komplett negativ sehe, weil also auch nicht nur für die Kinder, sondern auch für Erwachsene, weil du spielst vielleicht mit jemandem und willst halt nicht, dass der jetzt Screenshots oder Videos macht, während das Gesicht zu sehen ist. Ne? Also das ist ich fände eine Option gut, wo man sagt, man gibt es frei. Das ist ja zum Beispiel bei Xbox so, wenn du auf Twitch streamst, den Party-Chat, muss jeder sagen, ich bin bereit, dass das mitgestreamt wird. Also sowas würde ich mir vielleicht auch wünschen, aber dieser Grundgedanke ist gut. Und allgemein dieser ganze Kinderschutz, der wird bei Nintendo hochgeschrieben. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie eine All-Age-Konsole sind, mit einem Zielfokus auch Kinder. Und das kriegen sie tatsächlich gut hin. Also da machen sie auch gute Designentscheidungen. Und gleichzeitig fühle ich mich persönlich zum Beispiel jetzt an dem Punkt nicht eingeschränkt, bis auf die Tatsache, dass ich keine Videos aufnehmen kann, wenn dann die Kamera an ist. Ja, aber das ist vertretbar. Ich kann, so wie wir jetzt gerade chatten miteinander, könnten wir auch über die Switch 2 chatten und das Mikro ist, ich will jetzt nicht behaupten, das ist das beste Mikro aller Zeiten, aber es ist funktional genug, dass du quasi immer ein Mikro dabei hast und auch ich kann die Kamera benutzen, mit der ich hier gerade chatte. So, ja. Du kannst eine beliebige PC-Kamera anschließen an das Ding. Was ich bei dem Mikro krass finde, ist, die Qualität ist mittelmäßig. Es reicht aus, um zu kommunizieren, aber was tatsächlich gut funktioniert, ist das Rausfiltern tatsächlich von Störgeräuschen. Überraschend gut. Also ist halt Nvidia-Technologie. Safe, 100%. Und das haben wir ja gestern getestet. Ich bin zur Terrasse gegangen, also gute 4-5 Meter weit weg von der Konsole und mich hat mich immer noch gut verstanden, ohne dass ich brüllen musste. Okay. Da war ich wirklich so, what? Du hörst mich noch? So, und er so, ja, ganz gut. Ich muss sagen, das hatte ich in der Nintendo Direct echt nicht geglaubt so. Ich auch Die haben nicht. das vorgestellt und es hat schon so ein bisschen scheiße geklungen, muss man sagen. Also ich habe gedacht, das war auch echt schlecht, aber wenn ihr sagt, das lief gut. Also es klingt auch ein bisschen scheiße. Ne? Also deswegen ist es funktional, aber dass du von überall im Raum
Sogar, ich war im Nebenzimmer und Misha hat mich immer noch gehört. Ja, das ist doch sehr gut eigentlich. Und das ist schon, ja, die Qualität ist halt nicht besonders gut. Ja, gut. Aber ganz ehrlich, man versteht sich gut und nach 5 Minuten blendest du das aus. Ich habe mit Micha gespielt, ich habe das komplett ausgeblendet, wie die Qualität ist. Weil ich sitze da, du hörst nichts vom Fernseher, nichts. Ich hatte meinen Fernseher relativ laut. Es gab kein Echo, also du hast mir das gesagt, krass. Micha. Der Fernseher war richtig laut und der Fernseher ist direkt, also die Soundbar ist direkt über der Switch. Also hier ist das die Switch mit dem Mikro, hier ist die Soundbar. Nichts, kein Echo, gar nichts. Also das ist tatsächlich beeindruckend und ganz ehrlich, das ist halt Nvidia. Ja, also ich bin davon ausgegangen, du hast mit dem Headset gespielt. Nee. Also mit Kopfhörern. Nein, gar nichts. Hast du doch gesehen. Dass nichts drin war. Ich habe einmal. Ja, klar. Da ist ein kleiner Kritikpunkt. Bluetooth läuft Mikrofon nicht, weil ich wollte da mal probieren mit dem Bluetooth-Headset, aber da läuft das Mikro nicht. Aber wie gesagt, ich finde, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und auch also bei mir ist der Aufbau so, ich habe so ein Sideboard mit 2 Fächern und darüber ist die Soundbar und die Switch ist in einem der Fächer tatsächlich mit dem Mikro nach hinten. Und trotzdem, 4-5 Meter hat er alles mitbekommen. Er hat komplett den Fernseher rausgefiltert, er hat komplett Misha rausgefiltert anscheinend, sonst hättest du dich ja, glaube ich, beschwert. Das ist, also auch wenn die Qualität nicht die beste ist, aber dass du ohne Echo spielen kannst, obwohl das direkt am Fernseher ist, das ist schon verdammt beeindruckend, muss ich wirklich zugeben. Und was ich auch sagen muss, ist, was ich so am Anfang für eine Spielerei fand, aber jetzt mit dir, Micha, sehr cool war tatsächlich das Game Chat selber. Ich habe auch relativ schnell ausgeblendet, dass der Bildschirm kleiner ist. Das hat mich am Anfang unfassbar gestört und wo wir einfach gespielt haben, muss ich sagen, habe ich das komplett ausgeblendet, dass dein Main-Bildschirm kleiner ist und du unten die Webcams hast. Und habe einfach angefangen zu spielen. Also so simpel das klingt, aber das war mir dann in dem Moment egal. Allein die Soul Calibur-Runden. Das hat sich angefühlt. Ja, ich weiß, ich will dich gar nicht demütigen, aber es geht mir darum, wir haben ja auch währenddessen einfach ein bisschen gequatscht und man hat sich gesehen. Und das ist ein super geiles Gefühl, wie gut das klappt. Und auch du siehst den Bildschirm vom anderen so ein bisschen als Background. Deswegen finde ich das mit den FPS nicht so schlimm. Wenn ich aktiv zugucke, das ist Müll. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Aktives Zugucken ist kompletter Quatsch. Aber du guckst mit dem, wo du gerade spielst und siehst so im Hintergrund quasi, so wirklich so wie jetzt bei mir hier, das hier, siehst du das Spiel, da ist die niedrige Framerate tatsächlich egal, weil das wirkt einfach sehr, sehr lustig. Also sehr, sehr cool. Und ich finde, ich habe mich gestern wirklich wieder ein bisschen wir hatten vorgestern, ich bin komplett mit der Zeit durcheinander. Vorgestern. Ich habe mich so ein bisschen an die gute alte Nintendo-Zeit zurückgeführt, vor allem mit Soul Calibur 2, weil ich habe das damals immer mit Freunden gespielt, an einer Konsole und das mit dem Kommunizieren, mit dem Sehen hat so natürlich funktioniert, dass ich mich ein bisschen an diese Zeit zurückgeführt habe. Plus, ich habe halt mit dem Original GameCube-Controller gespielt, das hat auch geholfen. Und du hast gewonnen, das hat wahrscheinlich auch geholfen. Habe ich damals auch immer. Ich bin tatsächlich auch beeindruckt gewesen, positiv davon. Also ich habe die ersten, ich habe zum Beispiel damals bei der Switch 1 auf die N64-Emulation gewartet und habe mich da richtig drauf gefreut. War dann aber ja auch quasi nicht direkt das Gelbe vom Ei. Also es gab Darstellungsfehler bei Ocarina of Time, es gab so ein paar Framerate-Einbrüche und so. Das lief ja nicht alles super rund. Ich bin mit der Erwartungshaltung in die GameCube-Emulation reingegangen und wir haben im Multiplayer zusammengespielt und hatten prinzipiell beide das Gefühl, dass wir eigentlich keinen Lag drin haben. Ja, also das war wir haben krass. Wir haben extra gewechselt zwischendrin, weil ich meinte dann so irgendwann, okay, hoste du mal, ich will mal den Vergleich gucken. Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ja, also, wir haben beide ein sehr natives Gefühl gehabt dafür, dass wir gerade ein Multiplayer-Fighting-Spiel spielen. Ich habe keine Ahnung, ob die Rollback mit drin haben, wie die den Emulator aufgezogen haben. Keine Ahnung, es hat sich wirklich gut angefühlt. Wir waren jetzt beide mit dem Kabel drin, keiner von uns war im WLAN. Ich denke, das wird wahrscheinlich nochmal einen großen Unterschied machen. Definitiv. Aber ich kann mir gut vorstellen, da tatsächlich Multiplayer-Spiele mit Leuten zu zocken. Auch wir haben F-Zero kurz ausprobiert und also es funktioniert ohne Analog-Trigger, brauche ich da gar nicht erst mit anfangen. Aber es hat gut geklappt. Also es hat sich flüssig angefühlt. Ja, also das ist tatsächlich. Bei Wind Waker gibt es immer noch das kleine Lag-Problem. Warum auch immer. Nur bei Wind Waker. Ich glaube, das ist ein Emulationsproblem, aber
Das werden sie, glaube ich, rausgepatcht bekommen. Ich glaube, sie wollten einfach Wind Waker jetzt zum Start unbedingt rausbringen und haben es noch nicht ganz hundertprozentig angepasst. Aber bei den ganzen super geilen lokalen Multiplayer-Spielen, die es auf der GameCube gab, da freue ich mich schon riesig. Ich hoffe, sie kriegen irgendwie Four Swords Adventure hin, weil man das ja eigentlich mit dem Game Boy Advance gespielt hat und dann was gesehen hat. Aber vielleicht kriegen die das ja mit dieser Game Chat Funktionalität hin, dass du unten dann einen kleinen Monitor bekommst, der als Game Boy Advance dient. Wer weiß, ne? Sowas zum Beispiel würde ich mir super wünschen. Oder halt Melee könnte tatsächlich nochmal wiederbelebt werden im Online-Modus, weil Soul Calibur hat wunderbar funktioniert. Melee wird, glaube ich, auch wunderbar funktionieren. Mario Kart Double Dash, darauf freue ich mich, weil Mario Kart World ist sehr anders zu den anderen Mario Karts, was ich auch positiv finde, aber Double Dash ist bis heute mein Lieblingsteil. Und wenn sie es dann auch noch hinkriegen, aktuell gibt es ja nur einen 4-Spieler-Multiplayer-Modus, aber Double Dash hat ja tatsächlich bis zu 16 Spieler unterstützt. Ne, ich glaube nämlich 8 Fahrer mit 2 Leuten, weil du ja 2 Leute hattest. Weiß ich noch, das habe ich nie auf die Reihe bekommen, weil ich gar nicht genügend Leute mit einer Gamecube kannte. Und dann musstest du ja noch LAN-Adapter und sowas kaufen. Wenn sie das nur für Double Dash rausbringen, dass man da mit 16 Leuten spielen kann, oh mein Gott, wäre das geil. Ich bin gespannt, aber so richtig rechne ich nicht damit, um ehrlich zu sein. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wenn das kommt, wenn das kommen sollte, dann werde ich das so hart feiern, wenn sie das machen würden. Aber ich glaube für mich ist Super Monkey Ball 2. Das war für mich der Multiplayer-Titel damals. Michi, hast du solide GameCube-Erinnerungen oder war das nicht deine Konsole? Doch, wie gesagt, ich hatte ja alle Konsolen bis zur Switch 1. Ich hatte auch die Switch U. Ich meine, Switch U. Die Wii U. Die Switch 2 hast du ja jetzt nicht. Die Switch 2 habe ich jetzt nicht, nein. Was habe ich gespielt? Dieses Mario Football. Striker. Dieses Soccer. Ja, Mario das war richtig geil. Ja, genau. Ja. Das habe ich im Multiplayer auch gespielt. Das war richtig gut. Oh ja. Wenn sie das auf die Switch bringen würden. Plus dafür. Double Dash. Vielleicht kaufe ich es dann. Besser als der Switch-Teil, um ehrlich zu sein. Ja, der Switch-Teil war Müll. Ja. Also der GameCube-Teil war nicht sehr fortgeschritten, aber dadurch, dass es so simpel war, hat es auch irgendwie super funktioniert, vor allem als Partyspiel. Weil du das einfach aufnehmen und spielen konntest. Der Switch-Teil war einerseits komplex und andererseits hat diese Komplexität aber nicht funktioniert. Und der GameCube-Teil war, du hast es in die Hand genommen, du hast einfach gespielt. Bevor wir langsam in Richtung Ende bewegen, ich habe noch zusätzlich zu den erwähnten Spielen ein bisschen in Welcome Tour reingeguckt, beziehungsweise ich glaube, ich bin wahrscheinlich 70-80% durch. Und da ist wieder bei mir diese Diskrepanz zwischen das Design-Team und das Team, das ein Preis-Emo dran klatscht. Vom Design her ist es ein wirklich charmantes Stückchen Software, was sich so ein bisschen anfühlt wie ein interaktives Ivatar Asks. So, du kriegst echt das Gefühl, dass die Entwickler, die das Ganze entwickelt haben, die Switch 2 entwickelt haben und auch die das Stück, die Welcome to entwickelt haben, wirklich stolz sind auf das, was sie da gerade gemacht haben. Und dass sie super viel erzählen wollen über die Hardware, die sie da an den Start gebracht haben. Und ganz viele Kleinigkeiten, wo du gar nicht so wirklich drüber nachdenkst, werden rausgestellt als, hey, und die Designschritte sind wir durchlaufen, bis wir an dem Punkt gelandet sind. Und wenn du das interessant findest, guck dir die und die, kannst du hier einen Quiz dazu machen oder so. Es hat so ein bisschen Museumscharakter an dem Punkt. Und selbst unfreiwillig lernt man ein bisschen was darüber, wie das Ding irgendwie in der Hardware aufgebaut ist. So die Demos, die drin sind, okay, gut. Ich habe es mit meiner Freundin zusammengespielt. Bei ein paar von den Dingern sind Minispiele dabei, wo wir tatsächlich uns abgewechselt haben und dann versucht haben, den größeren Highscore zu machen. Ihr habt vielleicht dieses UFO-Spiel schon mal gesehen. Da gibt es dann halt nicht nur eine Version von, sondern du kannst halt über längeres Spielen so 2, 3 Versionen davon freispielen. Es gibt so Kleinkram wie den heißen Draht oder irgendwie eine HD Rumble 2 Demonstration, wo du
irgendwie verschiedenste Formen und Bälle in den Joy-Cons hast, die du dann durch den Bildschirm rollen lassen kannst und so. Sind coole Sachen bei. Auch die 4K-Demonstration. Ich habe 4K noch nicht so charmant erklärt bekommen, sodass es wahrscheinlich auch meine Eltern verstehen würden oder so. Du siehst halt das Original Super Mario Bros. 1.1, startest auf der linken Seite, siehst es aber super klein und dann ist der Bildschirm quasi fortlaufend und füllt langsam einen 4K-Fernseher auf quasi von links nach rechts und du spielst einmal durch das gesamte Level und das Level ist ungefähr genauso groß wie der 4K-Bildschirm. Was dir dann verdeutlicht, okay, damals war die Auflösung halt, das hier hat den kompletten Bildschirm ausgefüllt, heute kriegst du da ein komplettes Level rein und es ist halt immer noch nur so groß. Also schön irgendwie so diverse Sachen, die dargestellt haben. So, wie funktioniert Gyrosteuerung und was für Gedanken haben die sich bei der Kamera gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Die Tatsache, dass die das Ding für 10 Euro verkaufen, ist aber ein schlechter Witz weiterhin. So kann man nicht verteidigen. Es ist halt, wie ich gerade gesagt habe, es ist ein Museum. Ich habe ein Quiz gemacht. Ich habe wahrscheinlich 10 Quizze zu verschiedenen Sachen gemacht. Das ist kein Gameplay. Das ist auch keine PowerPoint-Präsentation oder so. Aber es ist ein interaktives Iwata Asks. So, dafür bezahle ich keine, das ist PR an dem Punkt einfach. Ich habe die bezahlt, weil ich neugierig war und ich habe eine gute Zeit mit der Software, aber den Preis verteidigen, ich kann es niemandem empfehlen. Also, du kannst sicherlich einen angenehmen Nachmittag mit dem Ding verbringen, aber es ist keine einzelne Sache dabei, wo ich sagen würde, reingucken, so das rechtfertigt die 10 Euro. Das hätte auf jeden Fall gratis sein müssen. Jetzt hast du auch mal gerantet. Ja. Ja. Aber ausgiebig. Nee, da bin ich bei dir. Das sieht schon ganz schick aus, aber das hätte einfach gratis auf jeder Switch vorinstalliert sein definitiv. Ja, also, das ist halt wieder, ne, wie du schön gesagt hast, mit so, da ist diese Diskrepanz. Wie oft sage ich das? Es gibt einmal Nintendo, die Entwickler, und es gibt Nintendo, die Firma. Und die Entwickler sind der einzige Grund, dass wir diesen Scheiß, den die Firma veranstaltet, überhaupt mitmachen. Das ist halt wirklich so, ne? Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler von Mario Kart World gesagt haben, das ist ein 90-Euro-Spiel. Nee, da war Bowser wortwörtlich da am Stehen und hat gesagt, das ist ein 90-Euro-Spiel oder 80-Euro-Spiel. Weil halt jetzt schon vorher andere Spiele 80 Euro gekostet haben. Wo ich allerdings nicht zustimme, ist dieses, was gerade so ein bisschen in der Gaming-Bubble, was wir am Anfang hatten als Thema, propagiert wird, das stimmt einfach nicht, ist, dass Nintendo jetzt den Damm gebrochen hat. Ich frage mich, haben die Leute, sind das nur PC-Spieler, die wirklich noch nie Konsolenpreise gesehen haben? Weil 80 Euro sind schon sehr, sehr viele Spiele für die aktuelle Gen rausgekommen. Ja, schon. Aber ich finde, es ist so ein kleiner Stein, der das Ganze noch mit zum Rollen bringt. Ja, und andere Firmen steigen da dann lieber drauf auf als vorher. Wir sehen jetzt ja ganz klar, dass das salonfähig gemacht wurde. Aber und das war ja schon vorher salonfähig. Also auf den Konsolen Microsoft, war 80 Euro schon lange der Standard bei AAA-Titeln. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist Microsoft auch erst danach quasi mit dem ersten 80-Euro-Titel an den Start gegangen. Mit Doom und jetzt mit Outer Worlds 2. Sonic Racing kommt jetzt auch für 90. Was sie vor allem jetzt gemacht haben, ist, dass die einfach bei Steam die gleichen, also dass sie auf dem PC die gleichen Preise verlangen wie auf Konsole. Das ist so eher das, was bei Microsoft jetzt gerade neu ist. Also, ich meine zum Beispiel so ein Call of Duty für die Xbox Series hat 75 oder 80 Euro kostet das, glaube ich, irgendwas um den Dreh. Ich weiß, den letzten Titel, den ich für Konsole gekauft habe, der nicht im Game Pass war Monster Hunter Wilds. Das habe ich nicht für mich gekauft. Ich habe es auf dem PC gekauft für 70 auf Steam und für meinen Neffen für 80 Euro auf der Xbox. Ich habe ihm das geschenkt zum Geburtstag. Also das war auch für mich keine Überraschung, ne? Weil das ist ja auch immer dieser Unterschied, den du hattest zwischen, auf dem PC hat es oft 10 Euro weniger gekostet als auf den Konsolen. Und mir kommt das so vor, als ob halt durch Mario Kart PC-Spieler erst gemerkt haben, Moment mal, Konsolenspiele sind ja voll teuer geworden. Ich meine, Sony hat auch schon 80 Euro verlangt
für ihre Spiele. War Final Fantasy nicht auch 80 € auf der PlayStation 5, wenn ich mich richtig erinnere? Das 7 Remake? Aber das waren So. eher Einzelfälle, würde ich sagen. Also jetzt ist es viel mehr geworden. Ja, aber Mario Kart World ist ja auch gerade noch der Einzelfall. Außer wenn Ja, du das die stimmt Switch, schon. Also ich wenn du die glaube Switch- schon, Ne, also auch mit Switch 2 Upgrade ist 70 € gerade so eher noch der Standard. bei Nintendo war es halt der Sprung. Ja. So, die hatten weiterhin quasi, die hatten bei der Wii U, glaube ich, und bei der Switch, glaube ich, vergleichbare Preise. Also Ja, da hattest der, Da hattest du 60 € konstant mit Genau. wenigen Ausnahmen wie Super Smash Bros. Ultimate und Zelda-Teile, die 70 waren. genau. Und jetzt gab es halt direkt mehr oder weniger den 20-Euro-Sprung an der Stelle. Oder sogar 30-Euro-Sprung. Also, ja. Es gab Mhm. einen Sticker-Shock, Und der Schock, genau. der Schock ist halt einfach größer und damit halt auch der Fokus auf den Bereich. Ja, aber es ist Und- halt Quatsch zu sagen, Nintendo hat damit angefangen. Das ist halt Quatsch. Weil Nee, das ist so ein angefangen bisschen nicht, das- aber es ist ja Ja, schon so ein angefangen nicht, ja. Snowball-Effekt. So, jetzt gibt's auf jeden Fall, der Weg zurück ist halt dicht. So, es wird wahrscheinlich unterschiedliche Preisstufen geben, sieht man ja zum Beispiel an Donkey Kong, Bonanza. Ja. Das ist jetzt kein 90-Euro-Titel und ist kein 80-Euro-Titel digital, sondern ich glaube 70. 70, Und das heißt, es wird ja schon irgendwie gezeigt, das Ding ist flexibel an der Stelle. Hat Bowser tatsächlich auch gesagt, ja. Ne? Also Bowser hat ja auch Genau. gesagt, die betrachten jeden Titel und entscheiden dann, was sie dafür verlangen. Ich meine, ist ja auch deren Entscheidung. Für 80 hätte ich World, glaube ich, nicht gekauft. Ich habe es halt wegen dem Bundle für 40 mitgenommen. Das finde ich ist mehr Ja. als fair. Aber mir geht es halt nur darum, dieses Narrativ, was gerade ein bisschen gesponnen wird, ist halt nicht wahr. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Nintendo ist auf den Zug aufgesprungen. Sie haben den Zug nicht gestartet. Sie haben auf jeden Fall Kohle reingeworfen. In den Zug. Und Ja, sie sind holen da Kohle aufgesprungen. raus. Sie sind aufgesprungen, aber es wird gerade so getan, als ob sie damit halt angefangen haben. Und das ist Quatsch. Also deswegen frage ich mich wirklich, ist es so von PC-Spielern, die halt nicht wussten, dass es auf Konsolen schon länger teuer ist? Keine Ahnung. Nur eine Vermutung. Ja. Ich hoffe, dass sich das bei auch da irgendwie auf Einzeltitel beschränkt. Also die Titel, die in der Finanzgröße mitspielen, sind wahrscheinlich einfach Smash Brothers und das nächste Zelda und vielleicht Pokémon oder so. Aber wenn Donkey Kong als Hausmarke von Nintendo kein 80, 90-Euro-Titel ist, dann ist das hoffentlich erstmal der neue Grundpreis. Das nächste Pokémon ist mir egal. Ich bleib bei Xbox mit Animo. Oh, jo. Das hatte den Trailer auch im Summer Game Fest, ne? Ja. Es sah absurd gut aus, ist das fair zu sagen? Ja. Ja. PayPal, nee, nicht PayPal. Pal World? Nee, wie hießen die denn? Palworld. Palworld, ja. Pal World 2.0. Ja, aber schon Ja. mit ja, das schon ein bisschen, also zumindest der Trailer lässt darauf vermuten, dass es schon anders ist, allein, dass du dich so Monster verwandeln Ja. kannst. Aber ey, Micha, hör doch mal in unseren Summer Games Fest Podcast rein, so als Ja, kleiner Hör Tipp. rein. Genauso Definitiv. wie alle Und in anderen. den Switch-Podcast. Ja, genau. Du bist Auf jeden halt Fall, ich voll- habe ja auch angefangen. Du bist nicht mehr up to date. Nee, bin Ist ich Da nicht nicht. bist du so, mal ne? ein Wochenende Ich weg, Ein Wochenende hinterher. weg. komplett abgehangen. Komplett abgehangen. Aber ich Ich stehe halt auch nicht bei Rock am Ring im Regen und höre Podcast. Das Ja, aber das ist ja dann deine Schuld. wollte ich gerade sagen. Das ist, hätte ich machen können. Hättest du machen können. Hättest ja mal machen vorschlagen können, dass sie das einspielen auf der Bühne. Ja. sollen. Oh, bitte, ja. Oh Gott, ich will mich da aber nicht auf der Bühne so in vergrößert sehen. Das stelle ich mir schrecklich vor. Ich hätte noch eine positive Sache wegen Switch 2 zu sagen, tatsächlich, die Micha und ich gemacht haben. GameShare hat Jo, ganz stimmt. ordentlich funktioniert. Wir haben es mit Super Mario Odyssey probiert. Ich war Host, Micha kam dann als Cappy rein. Gut, der Multiplayer von Odyssey ist belanglos. Wir wollten einfach nur mal die Qualität gucken. Und du hattest geschätzt, dass das so mit 720p, glaube ich, gestreamt wird, jetzt über Internet. Ich glaube, lokal wird es Maximal, wahrscheinlich ja. besser laufen. Vielleicht dazu einmal ganz kurz. GameShare ist bei der Switch 2 die Funktion, dass nur einer das Spiel hat und die andere Ja. Person bekommt einen Stream vom selben Bild oder von einem Splitscreen-Bild oder sowas. Also können unterschiedliche Sachen sein auf die andere Switch,
1, wenn sie im selben Raum ist, oder Switch 2 auch online Ja. rüber gebounced. Und das hat überraschend gut funktioniert. Ich würde sagen, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, die 720p ist nicht das Problem. Es gab so einen ganz kleinen, minimalen Lag. Der war aber schon spürbar, glaube ich. Ne, Micha? Also der Lag war schon spürbar. Ich habe ja nur Cappy gespielt, ne? Ja, Das aber war jetzt nichts, wo ich super den responsiv... Lag kannst du ja trotzdem feststellen. Wenn du losgesprungen bist als Cappy, dann hast du ja gemerkt, ob da ein Lag war. Ja, aber Ja, in also- der Game-Chat-Übertragung hast du den Lag auf jeden Fall schon gesehen. Mehr als Soul Calibur, ja. Soul Calibur war nein. komplett synchron im Game-Chat. Also in der Game-Chat-Übertragung war es komplett synchron. Und im Game-Chat hat man auch schon gesehen, dass so ein kleiner Lag war. Aber ich glaube, das ist auch was du noch hinbekommen. Ist auf jeden Fall. Und ich glaube, lokal wird das wahrscheinlich super gut laufen. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich gar keine Probleme geben. Das ist tatsächlich mal ausnahmsweise was Pro-Consumer-mäßiges von Nintendo bei der ganzen Shitshow, die sie gerade laufen lassen. Wollte ich mal positiv erwähnen. Ich hoffe, das wird mehr finden. Sowas gerade mit Mario Party Jamboree, wenn das zum Beispiel kommt, weil das ist ein perfektes Spiel für Game Share. Hoffe ich mal, dass das alles noch kommt, kann ich mir vorstellen. Ist ein cooles, kleines Feature. Ist so ein bisschen wie DS-Download-Spiel damals, finde ich super. Ich glaube, Lost in Blue unterstützt es auch. Nee, nicht Lost in Blue, Survival Kids. Das ist der aktuelle Titel wieder, ne? Von Konami. Fast Fusion ist ein Titel, der das mit drin hat. Auch cool. Der F-Zero-mäßige Titel aus deutschen Landen von Shinen. Und ich meine, es gibt noch 1, 2 Titel mehr oder so, die das unterstützen. Ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Ich hoffe, dass wir das mehr sehen und ich hoffe, dass Nintendo Land zurückkommt. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist die Funktion, mit der wir quasi sowas wie Nintendo Land nochmal wieder an den Start bringen können. Oder Pac-Man Versus. Ja, cool. Würde ich mich freuen. Jo. So. Hat jemand noch ein One More Thing? Ja, One More Thing tatsächlich. Kam gerade eben als Hot News von einem Freund von mir rein. Spaceballs 2 kommt. Es wurde confirmed. Mel Brooks hat vorhin auf Blue Sky was gepostet. Ich weiß nicht, wer Spaceballs noch kennt. Ich wollte es mal kurz erwähnen. Total insane. Es wurde ja schon lange gemunkelt, dass Spaceballs 2 kommt. Mel Brooks hat es jetzt confirmed mit einem super geilen Trailer, der einfach nur ein Laufband ist, wo steht, vor 35 Jahren kam die Originaltrilogie, seitdem kam Prequel, Sequel, Serie, da kamen irgendwie 8 Harry Potter Filme plus ein Remake als Serie der 8 Harry Potter Filme, 7 Aliens, davon waren irgendwie nicht zu verwechseln mit den 2 Predator Filmen, die auch Aliens hatten, aber nicht zu den 6 Predator Filmen gehören, also kompletter Mel Brooks Nonsens wieder. Super schön, allein schon die Ankündigung 2027 The Schwartz Awakens. Ich freue mich riesig. Hat einer von euch beiden die verrückte Geschichte der Welt, das Sequel oder so gesehen? Nee, es gibt da wusste ich nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Vor ein paar Jahren ist irgendwie da, glaube ich, auch ein Nachfolger zu rausgekommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob der gut geworden ist oder nicht. Die Tatsache, dass ich überhaupt nichts mehr gehört habe, lässt mich ein bisschen... War denn da Mel Brooks überhaupt involviert? Ja, klar. Okay. Ich weiß nicht, ob er mitgespielt hat, aber er war involviert. Okay. Michi, hast du noch ein One More Thing? Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall auf den, ob ich dabei bin oder nicht, ich freue mich auf die Streams und die Videos, die stattfinden, sowohl auf das Next Fest-Ding als auch auf das Horrorspiel am kommenden Samstag. Tendenziell findet ihr das bei den Pixel Buddies bei Twitch. Ihr findet uns bei Discord. Hier nochmal der Hook. Kommt vorbei, kommt in die Community und lasst uns hören, was ihr zu Switch 2 denkt. Was glaubt ihr, wäre ein angemessener Preis gewesen für die Welcome-Tour? Und habt ihr Bock auf ein Mario Kart-Turnier, dann seid ihr bei uns genau richtig. Lasst uns auch gerne ein Abo da und einen Like. Ihr helft dem Kanal damit. Wir haben noch ein bisschen was zu wachsen. Und freuen uns über jedes Abo. Und wenn ihr einen Kommentar da lasst, ihr könnt euch darauf verlassen, wir antworten. Gut, dann, es hat mir tierisch Spaß gemacht heute wieder. War schön, mal wieder dabei zu sein. Ich habe echt zu viel verpasst hier, glaube ich. An einem Wochenende. Ich hole das.
Ja, ich hole das jetzt nach. Ich muss mich erstmal wieder durch ein paar Stunden Podcast wühlen dann. Danke, Michi, danke, Tristan. Gerne. War mir eine Freude. Ihr hättet heute Abend überall sein können. Ihr habt euch dafür entschieden, eure Zeit mit uns zu verbringen. Fickt die AfD und euch noch einen schönen Feierabend. Oder morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr das hier hört. Gut. Ciao. Haut rein und macht's gut. Macht's gut. Ciao.